Herzlich willkommen im Rocket League Showdown von der LG aus. Ich weiß noch nicht, ob ihr mich gut hört, aber auf jeden Fall hat man ein paar technische Probleme, aber wir sind immer dabei. Wir werden, so gut es geht, Matcher kommentieren. Okay, tipptopp. Ich habe gerade von der Regie gesagt, es läuft noch alles. Die Spieler sind gerade an einem Testmatch. Team Slick gained Aschleiferer aus seinem ersten Match. Der Bracket von der Challenge an, sobald die Spieler bereit sind, sobald wir bereit sind, könnt direkt den nächsten Match. Bis gleich. Herzlich willkommen, der Thomas Neiker Soundtest, ob ihr alles gut versteht. Ja, Test, hey, den ist gut. So, Neiker, also, herzlich willkommen beim Rocket League Showdown. Wie gesagt, das ist auf der LGX, eine Convention zu Lützburg Umkehrspiel an der Lux Expo. Also, wer lernt willkommen, ganz das Spektakel live gucken kann. So, ich gehe noch ein bisschen gesteuert, weil bei der Organisation noch ein bisschen etwas zu machen ist. Wir sprangen direkt geschwind an den Match ran. Ich gesehen, die Spieler sind schon im Server brett. Spielen das ganz schon ein bisschen für ein bisschen warm zu gehen. Testmatch. Also ich bin denke gesteuert. Ja, die sieht das ähnlich, wie wenn man das online organisieren. Die Qualifikationen waren ja online. Wir noch eine kleine News, und zwar haben wir direkt gesehen wir schon die zwei Equipen Aschleifer sind rausgekommen, während New Gamblers 2 der Rausgang sind. Die konnten heute leider nicht untreten. Und du schon mal Team Slicklo um echte Seed, wie gesagt, der ganze Bracket von der Challenge. Und ja, ich gesehen halt auch, die Spieler fangen nun alle gut Plätze gehen. Wir haben noch einen Spieler, den Headset-Probleme hat, also weil das gefixt ist, dann kommen wir natürlich an den Match mit einem Commentary. Und wir werden alle Match streamen, alle Match durchgehen. Und ja, wie gesagt,
finde du hem zu langweilig ass die könnt ruhig Lunch kommen da eng Flot Gaming Convention ha iwwer 2 Halle verdeelt vun allem as du an jo beim Balloirstand do van der Eis an eng Live-Commentary zu den Rocket League Matcher.
So, wir sind live, lo ist alles gut. Wir sind mal bereit für den nächsten Match. Ich switche kurz auf unsere Bracket. Und zwar haben wir den High. Da sieht ihr den Stream. Voilà, den Bracket spielen wir halt durch. Wir fangen nur mit Team Street gegen Aschleiferer. Dann haben wir direkt nur 10 Minuten Pause gegen Class und Grass. New Gamblers Black spielen gegen Sun Rocket und Encore gegen Gravity Rush. Alles ist ein Double Elimination Bracket mit Best of 3. So, ich sehe gerade, wir haben nach 3 Minuten, dann fängt man an. Und natürlich alles kommentiert, so gut es geht. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Musik im Hintergrund. Ich habe gerade auch einen Soundcheck gemacht, ob es überhaupt Sinn macht zu kommentieren. Wenn nicht, dann lassen wir das ganz Sinn. Ich denke, her den. Okay, tipptopp. Also, her den ist, dann können wir aus der Lösung der Match rausspringen. Sobald die Minute Loriva sind, die gesehen heute Stream. Wir haben alles im Schirm. Und ja. Spieler spielen sich schon nach warm. Wie gesagt, ob Challenge fand der Bracket, wenn ihr bei diesem Discord-Server seht, dann könnt ihr direkt den Link finden bei der richtigen Bracket, die gespielt wird. Wir werden heute bis Match 13 durchspielen. Ihr seht die kleinen Nummern hier innen nummeriert. Wir fangen bei der 1, 2, 3, 4, dann haben wir einen Loser Round 5, 6, wo die erste Equipe schon eliminiert gehen. Wie gesagt, alle Equipe darf sich erlauben, einmal zu verlieren. Danach ist einfach Schluss. An den Sonden ist dann das ganze Event auf der großen Bühne, wo da auch Lunch könnt kommen. Für doch live zu erleben. Oh, alles geht um 10 Uhr. Und ja, mehr kann ich noch nicht so. Ich sehe noch gerade den Timer. Also 2 Minuten, da geht es los. Die Spieler spielen sich nach warm. Und ab dann geht Kickoff gemacht.
Okay, hallo. Herr den Lo. Auch der Sound nicht. Test. Hörst du mich? Okay. Also, hört ihr mich? Ja, okay. Das mal lädt, wir haben ein paar technische Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr nur den Ingame-Sound hört, ob ich falls möchte, müsst ihr hören. Also, herzlich willkommen im Showdown, der Lo-Gangers. Team Slick spielt gegen Aschleiferer. Wir haben schon 2 Goal gesehen. Es war ein Shape-Pass, der nächste Goal vom Dragon auf den JT mit einem schönen Drop. Und dann sind wir aber dran. Der Spieler hat mal mitgeteilt, dass er politische Probleme hat. Manchmal sind aber gelöst, die man lädt von am Hintergrund ein bisschen viel hart gebläht wird. Wir sind hier live auf der Foire. Und das ist das nächste Match. Wie gesagt, paar Fehler, Probleme muss ich immer mit der Kraft holen. Es ist schon froh, dass es schon funktioniert. Da sind wir schon beim 3-0. Für die, die logisch angeschaltet haben, wir spielen besser auf 3. Und das den ganzen Tag. Und ja, ein ganz eindeutiges Match, obwohl beide Kippen gute genug Zeit für sich abzuwärmen. Aber Team Slick hat definitiv überlegen. Shape-Pass vom JT. Dragon konnte ihn aber nicht machen. Beast Pass ab mit Trick auf den Dragon. JT hat gut gesehen. Tipptopp gespielt. Los in Aschleifer hat gar keine Chance. Luca konnte nicht mehr drohen. Und JT versenkt ihn. Ja, auch mir, also der Stream, der wird ein bisschen unprofessionell aufgehalten, weil als ein zweiter Bildschirm ist leider auch aufgestorben. Hier ist mir streamen das Ganze über E-Bildschirm, also einst du werdet als Desktop gesehen oder ein kleiner Missklick sind. Also entschuldigt euch, du wie so HK Showdown auf einer großen Messe, der größte vom Land, DLGX. Und wenn sich nach kein Ticket gekauft wird, kommt ruhig lernst, könnt ihr euch immer noch ein Ticket besorgen. Und das ist wert, lernst zu kommen. Und den Match-Spektakel-Spieler von Noem zu gesehen, das ganz gesponsert von der Baloise. Und ja, ein eindeutiges Match, 5-0 schon, ein schöner Bump vom Beast, passt auf den JT und JT versenkt den schönen Urwin, wo Kimi Druck könnt. Tipptopp. So, geht es weiter. Lukas Lombal, probiert sein Glück. Können nicht Lanschen dran gehen, hat vielleicht einen Pass mit dem Forest. Geht auch da outplayed, Shape passt jemand mit, sie sich mit. Beast hat den Ball fand. Pass Pinch zurück, okay, das war ein kleiner Accident. Jagin Remobal. Kontrolliert wird genug Boost, Shake, Kontrollheim am Ceiling Shot. Richtung Luca, der gut abgefangen wird. Pass auf Forest, den Pass geht aber leider nicht. Und JT aus Remobal. Loris Raptor probiert das zu klären, konnte aber nicht hin, sogar am No-Deal geschafft. Und einen Pass auf den JT gehen. Schön gedrückt, schöne Winkel vom JT. Ja, das ist natürlich ein eindeutiges Match, muss ich so in Team Slick, als die 2 an der Qualifikation rausgegangen, also definitiv viel mehr heiß platziert, wie Darschleiferer, die ja als Wildcard an Turnier rankommen sind an New Gamblers White, also tun. Sind natürlich auf das Seed 8 gesagt gehen, weil ja, Team Slick ist nur 4 gerutscht, auf den Seed 1 an alle Equipe halt Seed gut geschrieben. Und ja, hier sind wir beim 7-0. Loas froh kann Aschleiferer nach an diesem Match etwas machen. 2 Minuten sind noch zu spielen, das ist alles möglich. 7-0 zu toppen, ist zwar ein bisschen schwierig. Und dem hat man gesehen, wie viele Spieler agiert haben. Gucken wir mal, ob sie wenigstens Goal rakriegen. So, Luca Lombal, Pass auf den Loris Raptor. Gut aufgefangen vom Dragon, an den schönen Dribble. Dragon geht direkt in die Luft. An the Beast. Guten Luca. Geht auf Goal vom JT. JT gewinnt Kontrolle über den Ball.
Forrest hat den Luca unterstützt gut zurück. Schöne clear. JT gute Chance. Und Dragon probiert das leider ein bisschen zu viel Hage geflohen. JT los sich Pass fährt mit bis das drin. Forrest mit einem Dribble. Dragon am Shadowing. Mit einem Bump. Dragon Low 4 am Attackfield. Der Ballet ist auch für mich ein bisschen schwierig zu kommentieren. Ich höre mich stimmt selber nicht, also ich muss immer ein bisschen gucken, ganz anscheinend zu kommentieren. So, nur ein Demo, nur kommt Ball. Das schläft Brasilo im Bereich von Blue and Beast kann aber klären und gewinnt auch die 50 gegen Forrest. Forces, schwer auszuschätzen. Royce Raptor. Aschleifer probieren Pass an Mittelfeld, also auf Goal gehen, JT im Ball. An Beast. Pass auf den Dragon. Dragon kann von nur einfach mal einen Flip Reset. Konnte aber nicht raussetzen, aber frei gemacht an JT. Good Positioning. Ja. Wahnsinnig gut gespielt von Team Slick. Losen Aschleifer wirklich gut Space. Er steht noch immer dann, wenn der Ball ein bisschen abhanden könnt. Perfekt für der Goal respektive Pass anzulegen. So, nur ein kleiner Miss vom Beastie. Dragon aber für die Unterstützung. Spielen das ganz kann man auf. Und natürlich genug Zeit, und Zeit lief den Aschleifer fort. Ich meine, den nächsten Match, den wir gesehen, den als River. Du musst natürlich Aschleifer ein bisschen ans Spiel rankommen. Ich meine, mit dem 8-0 gehen sie raus. Das ist natürlich ein bisschen demotivant. Was du natürlich auch was erwartet. Und wir sind beim Ende. Okay, also. Wir müssen noch den Ingame-Sound hören. Ich habe gesagt, den her, den nicht. Den wir nicht von pur Umständen sind. Aber bon, los Game 2. Nun muss man gucken, können die Aschleifer mal ein Goal setzen? Oder ist Team Slick einfach zu stark? Wer jetzt scheint, als zweite Option die richtig gute Kickoff vom Beast fight. Nur für Luca konnte nicht machen, an Dragon als Direktor für den zu versenken in 0. So, der Beast drum und Ball. Kontrolle geholt, Kickoff war ganz schlecht, kommt von Aschleiferer. Luca gut geklärt, fight nur für Loris Ball. Verliert allerdings Kontrolle und den Dragon, den Pass auf den JT mit JT. Wollte nach Boost? Nee. Hat Ball, kennt in einen Double Tap gehen. Dünnerungsversicht sind aber da bei Team Slick. Der tun wir mit den Aschleifer Luna nicht wirklich gesehen durch einen Miss vom Forest. An Royce Raptor klärt den Ball raus. JT aber schon ist da. Eine schöne Dreier-Kombination von Team Slick, die gesagt jeder hat den Eck angeholt. Und gut gespielt vom JT. Ja, okay. Hat auch kein Rauko vom Dragon High und dann ist natürlich Forrest, der bammt sein Teammate fort und passt den Ball auch nach unten. JT, den durch gewartet hat. Wie gesagt, Position von Team Slick extrem gut. Du hast nichts zu machen. Lassen sich genug Space. Jeder hat seinen Raum, an dem man den Ball kontrollieren kann. Während Luca probiert, man einen Ceiling Safe rund zu tasten. Also, Aschleifer spielt gerade ein bisschen so, ob hier ein eigene Goal. Sind zu viele Fehler dran, die natürlich bei einem Team wie Team Slick nicht dafür geschehen. An Lorem, JT Ball. JT probiert Pass an. Geht sogar direkt ran. Dominantheit von Team Slick. Wie gesagt, Positioning von Team Slick stimmt. Bei Aschleifer sehen wir leider gut nicht. Sobald sie am Ball sind, zittern sie an. Wenn sie nicht so richtig was machen, gehen den Ball entweder direkt auf oder sichern halt nicht die Pass, die nötig ist, für überhaupt den Angriff mal zu starten. So, Dark Dragon Low.
Loris sagt, er losing Chance. Also lang geht der Beast. Red Pass durch, Forrest kann probieren, anpacken, sogar durch. Weil das sind die Passspieler, die man will gesehen. Als natürlich dran muss ihn natürlich auch angeübt und qualifiziert. Aber hey, gesehen wir. Es funktioniert auch gegen Team Slick. Den klare Favorit an diesem Turnier. 3:1. So, Lotte Beast. Hat sich gut im Park Boost geholt. Hat Ballkontrolle geht aber auf und der Loris Raptor. Loris Raptor weiter clear. GT konnte blocken. Beast rum mit einem Schuss, also Punkt genau leider nicht. Loris Raptor. Probiert rum Pass zu kriegen. Da ging Shadowing. Verliert der Ball nicht ganz gut. Geklärt vom Jeff. Luca im Ball. So, schöne Clear weit raus. Und den JT rum. Hallo JT, probiert den Bump. Lukas hat gut abgepasst, da kann der Ball auch weit klären. Wie ist der Ball? Geht sich denn. Also, wir haben viel von Team Slick gehen, viel und das Ceiling sich der Flippers hat sich schon. Schön zu gesehen. Das ist natürlich auch extrem stark und extrem gefährlich, wenn ihn nicht natürlich beherrscht. Das ist natürlich noch immer eine Überraschung für den Keeper. Den muss nämlich statt aufschätzen, wie ihr den Flick könnt oder ob ihr ihn überhaupt könnt. Hallo, Demo vom Beast. Gulas kommt frei. Beast bleibt dann aus dem Rückgang. Pass geht drauf. Ich meine, Dragon war da. Mit JT kann den halt tiptop versenken. Also, du hast gut keinen Drang von Aschleiferer für den Ball zu saven. Feierabend. Geht weiter. Ballers remandaurischer Halschen. Shane auf der Mauer vom Dragon an mitgang. Beast leider ein bisschen zu weit, nur 4 gefuhr. JT geht gebannt vom Luca. Luca probiert den Pinch vom Cookstier. Konnte nicht hin. Los, Schuss vom Beast geht leider zu Hage. Dragon ist aber doof zu stoppen. Hallo, Loris bumpt dort Luca. Stehen sich da, wie gesagt, am Weh. Gesagt, ihr bei Team Slick gut nicht. Also komplett gutes Spiel von Team Slick. Nutzen sich viel Zeit auch für den Ball richtig zu kontrollieren. Und so auch, das gibt kein Druck da bei den Naschläferer. Momentan sind leider Naschläferer umschlafen. Als wahrscheinlich erst noch ziemlich frei Morgen und noch mit so frei aufstehen. Ich meine, um länger, aber sind schon Tiere von der Gigs abgegangen. Mir das halt kein Grund für ja, zu schwanken. So, lo eine schöne weite Clear, leider an das nicht. Also kein Ballkontrolle leider. Muss ich so sagen, auch Lukas panikiert, obwohl sein Mate durchstung. Kommunikation stimmt dann auch nicht richtig bei den Nachschläfer. Hallo Dragon, save the Ball. Und der Beast bringt er weiter. Und den JT, den nicht weiter könnte, Schmenge Goff gebannt vom Forest. So, Loris Raptor. Hat eine gute Chance. Leider Lunch gesprungen. Und es geht weiter. Dragon und Ball. Ball und Backboard. JT probiert ihn natürlich zu erwischen. Konnte nicht hin. Statt gehen, Loris Raptor durchkommen. Dragon länger an der Defense. Luca hat Chance, man Batmobil zu schlagen. Hat den Ball leider nicht erwischt. Vielleicht ist es doch ein bisschen Nervosität. Ich meine, so bei einer LAN zu spielen, ist natürlich nicht so einfach. Hast natürlich auch eine andere PC, andere Umstände, sind natürlich auch ein tonnenweise Leute, die das Ganze nur gucken. Und ja, natürlich auch noch einen guten Pack Media im Hintergrund. Das sind alles Faktoren, die natürlich auf einer LAN auch ein bisschen mit angerechnet gehen. An Team Slick soll es natürlich schon mehr oft auf den LANs, auf den Bühnen hier bei der LGX. Demol sind einer Team, den auch verdient, vielleicht eine andere Kaderin. Die sind den Druck wahrscheinlich gewinnt und können sich ein bisschen besser ausspielen. So, Kickoff geht rum auf Zeit von den Aschleiferer. Luca Lot Pass auf den JT. Keeper misst nach ein rauskommen und Ressourcen ist fort. Ja, JT hält zu stehen natürlich. Trifft er leider Lat an Dragon Lorem allein an der Defense. Kann den Ball gut klären. Und der Beast, gut ugeholt. Ja, also 50 Stimmen da bei Team Slick. Mehr kann ich dazu nicht so an. Wenn Lo nichts geschieht, wird doch nicht mehr wert der Fall sein. Aber als ein echtes Match, als echtes Resultat. Team Slick geht weiter am Winner Bracket. Für Anschleifer geht es drauf an der Loser Bracket. Die sehen wir dann
um Match 6 oder 5. Besser mich spät, nachdem es mal die echt Runde von den Winner Brackets durchschulen. Ja, also mehr nämlich halt so. Ich meine, Spieler sind sich auch bewusst, halt nicht mehr zu holen. Tip-Top-Performance sei von Teams League natürlich schon in den schönen Anfangsrunde gesehen. Ein Applaus und Teams League für diese brillante Match. Geht der Schleiferer. Wir sind gleich schon zurück beim nächsten Match. Gehen dann eine kurze Pause. Bis gleich.
So, wir sind im Trick beim nächsten Match gegen Klaas und Gras. Ich gesehen, dass alle gut da sind am Server. Wir joinen direkt noch. Nächste Match, ein interessantes Match, weil das war auch ein Finale an den Qualifikationen, nämlich hat sich Bar gegen Klaas und Gras Demos durchgesagt. Wir spielen die Logik wie gesagt, New Gamblers White Continent kommen und damals als alle Equipe Seed Europe gerutscht.
wo man lo Bar Seat 4 sitzt, Klasse und Gas Seat 5 von Stadt nach Risch umgedreht. 2 an Demelit, chemisch verschwart. 2 a 7 man so aus. So, erste Goal direkt von Klaas und Gras vom Lolly Hunter. Ja, Bauer den Tip-Top Performance gehabt am zweiten Qualifier, besonders nicht so extrem gut gespielt. An Lo Turek probiert eigentlich, verliert aber heute Ball gegen den McLope. Crow. Dark Dragon um Ball. Gewinnt Kontrolle, nicht so gut gedämmert. An der Crow lo eng Scheball und da kann man ja Mechanics sehen beim Crow vorhanden. An der Lolly Hunter hält Kontrolle, verliert der Ball aber und den Dark Dragon den lo den Ball an Match spielt. An McLowe. Lässt dem Lolly Hunter den Ball, hält sich aber noch den Boost für an der Defense zuzusetzen. Dark Dragon konnte leicht machen, nicht so könnt drauf. Chase, Dark Dragon Redirect, geht leider an Loot. An der Crow am Ball. So, Klaas und Gras hat sich direkt ein echtes Goal gesichert. Von der Vergrund können das natürlich Ruf spielen oder direkt ein zweite setzen. 2:0, ein schönes Passspiel vom Crow an der McLope. Ich war Backboard an, da konnte Dark Dragon nicht mehr viel machen, nicht so auch Lunch gesprungen. Wie gesagt, nach Best of 3. Wenn der nächste Match schief geht, dann ist immer noch ein zweiten Dome, dann muss ich Back-to-Back halt Win kassieren, sonst ist ganz schnell River. Dark Dragon hat derweil oder Konter gesagt. Nicht gut geklärt vom Crow von der Mauer ist raufgedroppt, ob der Lolly Hunter denen auch nicht gut, ich mein Crow hat den sogar gemisst. Und es bleibt nur spannend, 2-1. Nächste Kickoff, mal gucken, wo den hier geht. Crow kann sich der sichere, geht aber aufgefangen vom Niso. Niso, ob den Lolly Hunter Turek am Ball. Also hin und her, gerade mit einem Redirect-Versuch. Crow load Ballkontrolle. Das ist natürlich gefährlich, wird natürlich super Mechanics drauf. McLope. Ob der Lolly Hunter misst, fake sogar vielleicht. Gut geklärt, aber halt vom Turek. Turek low am Ball. Pincht der Ball nur 4. McLope klärt den nicht so ganz gut, nicht so gesagt, dort seine Chance. Passt den. Crow hat aber gut abgepasst an den Ball nach rechtzeitig geklärt, dann Lot, so gute Chance. Lolly Hunter aus dem Ball. Konnte ihn aber nicht versenken. Okay, Lolly Hunter ein bisschen mit dem Misses in der Weg. Während McLope Crow aber in gute Richtung bringen. Bei Bar sehen wir auch kein schlecht strategisch Zisch. Dort zum Beispiel der Bump vom Niso. McLope war aber noch dafür zu klären, an Low Crow am Ball. Dort den High Ground und kriegt ihn sogar durch den Niso nur durchgesagt mit einem kleinen Delay. Und sogar einen Fake. Tipptopp gespielt. 3-1. So, der nächste Kickoff. Lo geht der Ball schon nicht in die Richtung von den Blauen. Gute Klärlo vom Dark Dragon. Lolly Hunter. Hält sich der Ball rum, Turek rum. Also hin und her. Die Spieler klären immer den Ball, ob den Gegner oder nicht so. Ob der Lolly Hunter rum. Da ist der Dark Dragon aber dafür aufzufangen. Lo Turek eine gute Chance. Kann der Ball aber nicht versenken. Ganz knapp unter Potte. Crow um Ball. Dribbelt den durch. Geht aber zerstört vom Dark Dragon. So, McLope, Shane, weite Clear. Geht aber aufgefangen. Und du könnt der Ball ran. Ja. Das, wo ein bisschen zu laber geholt an Crow auch da keinen Platz am Goal von für den Ball irgendwie zu kriegen. Was gut Lolly Hunter. Ich meine, Crow wird sogar gedämmert gehen. Also, Barheim hat die Bumping Plays in der W. Wenn ich kein schlecht Sache aus. Ich meine, Gegner, den du nicht so direkt mit den Mechanics kannst schlagen, den hältst du dann echt aus dem Spiel, an dem du den überhaupt mal auseinander hältst oder dann halt einfach Zeitbumps. Bumpen kann halt auch mega gefährlich sein wie einfach ein Demo. Und du hast schon nicht ein Demo. Das geht einfach vom Lolly Hunter ob den Dark Dragon.
So, es geht weiter. McLeod passt mit. Dark Dragon fängt doof. Crow, gutes Safe, weil man seinen Rick am McLeod kommt. Ball gemisst den aber. So, eine Lo, Hummer, Chance vom Crow, 4 zu versenken. Gut geklärt vom Niso, weit nur 4. Loliander auch gemisst. Also, Loliander haut noch nicht ganz wackrig. Ja, hast ein bisschen Missen. Gut, natürlich ein bisschen Glück, dass dann halt noch der Crow als Backup holt. Und noch der McLeod. Der Lo weit nur 4 pincht, ist aber nicht on target. So, Dark Dragon verliert, pardon, der Turek verliert den 50 gegen den Crow und Crow hat Chance. War dann damit nicht so gut geklärt. Wird passt von McLeod geht dran mit. Loli Hunter auf der Potto, nicht so hält er raus. So, Turek lo weit nur 4 geklärt. Crow ist aber am Brett für den zurückzubringen. Dark Dragon ob der Niso und mit. Kriegt den Dark Dragon nicht gespielt, dann Turek ist auch nicht für den Striker zu markieren. So, Miss vom Turek. Seid lo nicht gut aus, Zeit lief doof. Geht man nach einer Overtime. Oder kann Bar das halt sogar nach oben drehen. Das ist ja alles möglich, bis das aufgepappt ist. Kann ihn halt noch nicht so weh gewinnt. Obwohl jetzt zwar löse immer mit jedem Date. Ich meine, der Crow gewinnt halt ein bisschen den Terra. Und Lo muss das, Klaas und Grass muss halt einfach nicht mehr nach oben spielen. Kommt das auf 0, wenn der Ball auf der Boden droppt, also drüber mit Chance, dass der Ball bleibt an der Luft. Geht aber in die falsche Richtung. Und der Move vom Crow war gut gespielt und du könnt nach einem letzten Buzzerbeater. Klaas und Grass hält sich halt die echt rum. Ja, also war ein ganz interessantes Match, war definitiv mehr ausgeglichen, wie das Ganze an der Runde 1 Teams League gegen Aschleiferer. Muss ich noch so, ich hatte zwar echt der Barlo als den dominanteren getippt, weil auch an der Finale Bar halt gewonnen hat. Ich sehe, ist okay, der Spieler Silo Brett, da verlieren wir auch keine Zeit, da gehen direkt am Eva. Ich kommentiere ja länger, also die Analyse zu machen, also ein bisschen schwierig, sich auszutauschen, geht so schwierig. Aber wie gesagt, ich meine, das alles gesagt, gehen dann fangen wir an den nächsten Match ran. Lo muss natürlich Bar ein bisschen mehr überzeugen, muss Lo Back-to-Back win holen, für sich am Bracket weiter zu bewegen. Geht natürlich nicht einfach. Geht ein Spieler, den extrem gut an Mechanics ist, an seine Mechanics auch weist, gern ausfeiert. Shane vom Crow, Ballkontrolle überholt, nicht so gefaked do. Und dann noch Shane, sich Zeit gelos. Anderem fürs Blatt gezogen. So, Klaas und Gas. Wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen aus der Final-Demos der 14. September geleiert. Gegen Bar war das. Und das ist natürlich nur unglücklich, dass die zwei an der ersten Runde fallen. Wie gesagt, das Seeding ein bisschen verrutscht ist. Und man natürlich logischerweise eine Equipe, die Qualifikation mal gar nicht durchgestanden hat, ob das Seed sitzen. So, der nächste Loschen, gut abgepasst. Komische Klärung von McLeod. Ich meine, du war etwa Loli Hunter, der gemisst wird. Okay, McLeod hat ein bisschen ausschreiten, hat panikiert, dann ja, auch Crow konnte nicht machen. Aber wir sind an der Runde 2. So. Turek. Probiert Pass zu kriegen. Loli Hunter gut aufgepasst. Mit Dark Dragon können wir denken drauf. Schießt in das Lad. Gut gespielt. Bayern verhält heute die Verhandlung. So, nächste Kickoff geht, ob Zeit von den Blauen. Turek hat aber aufgefangen. Pardon, nicht so. Ja, also der zweite Bildschirm ist leider nicht der Kraft getreten und dadurch kann man nicht immer als Spieler am Black holen. Ich
kannst du auch Rival gucken, also wie gesagt, der Commentating, der ist ganz direkt vis-à-vis von den Spielern, wenn ich da ein bisschen rüber gucken, dann habe ich auch Perspektiv für den Einzelspieler, wo sie sich gerade befinden und so. Ja, wie gesagt, das ist natürlich alles dank von der LGX, hier auf der LAN. Ja, du hast schön gespielt, Crow ist rum durchkommen. Loli hat da die 50 so halb gewonnen, war unglücklich geklärt gehen. Und ein Shape Pass von McLeod ob Crow versenkt hat. Ja, also sie sind noch nicht geschlagen. Den Match ist nicht so einfach wie sie spart, das vielleicht 4 gestaltet wird. Und vielleicht auch auf der Seite von Glas und Gras. Bisschen Überraschung. Muss ich natürlich auch so, ob wir im Fast war ein bisschen knapp, weil wir ein bisschen am Zeitmangel sind. Die das natürlich auch lädt, aber ja, da können wir leider auch nicht viel machen. Wir müssen es leider ohne den Plan halten, wenn deren zugehen, dann müssen wir natürlich auch raus auf der LGX. So, Lode Crow probiert natürlich auch immer ein bisschen Spins, für ein bisschen mehr Power auf den Ball zu kriegen. Und da steht vom Lolly Hunter mit dem Button Pinch. Hey, und Lad, und du hast dann Glas und Gras, die hier ein bisschen Führung kriegen. 3 Minuten sind noch zu spielen, das ist natürlich schwierig. Das sind noch ein lang 3 Minuten. Wenn die verstanden sind, dann wird ihn definitiv sich schon eng Runden gesichert. Für Barge wird dann an die Loser Brackets gehen, heißt, wenn sie nach einem Match droppen, dann sind sie schon Eddie. Ja, vorher ist natürlich gesehen, man haut auch ein paar Upsets oder als alles, wie man das schätzen, ja, 4 installiert sozusagen. So, Nisolo auf Backboard, Loli hat er gut geklärt, Turek passt direkt, Niso kann den natürlich, geht wirklich auf den Boost, verliert dort Kontrolle und der McLeod natürlich und der Crow, wie immer, Crow kann von nur öffnen an, schlechte Klärheit von Bar. Und Crow passt dort ziemlich gut ab, 4-2 geht natürlich immer mehr schlimm, denn Aufstand zwischen den Punkten geht immer mehr groß. Da muss natürlich gestoppt gehen, dann am besten Fall auch nach gedreht. So. Ball geht rum an die Ohrschaltchen. Crow gewinnt aber. Okay, nicht ganz Kontrolle. Du hast Chance. Den Turek hat schon vielleicht direkt gehen, vielleicht mal den Dribbel ein bisschen probieren. Muss sich einfach passen. Ob den Dark Dragon Gesicht an nicht so, also aber doof für den Malheur auszubessern. Muss jetzt auch so klassisches Gras ein bisschen gemisst an, ja, man glaubt auch der Crow ein bisschen gefaked. Das war ein Touch zu viel. An den Aufstand geht es klein zwischen den beiden Equipen. So, look der Crow. Und natürlich look Kontrolle. Also lang geht es nicht so. Nicht so zwei Boost, Crow Seite. Und den Dark Dragon do ein Chain Pass, Fake. Turek do ein bisschen lösen in der W. Es geht so gerade Spieler high. Und wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit der Kommunikation. Da seid noch der ganzen Space, den wir von Teams League gesehen haben, ist nicht so ganz vorhanden. Oft treffen 2 Teammitglieder, ob in den auch schon ist der Loli hinter den der McLeod der Ball drop fährt. Klar, war natürlich ein Cheat, aber ich habe den halt auch gesehen, dass du die Situation ein bisschen mehr eng gehen hast. Ich denke, das ist ja nicht so, wie wenn Ball schlafen. Muss ich so ein Altschläfer und Teams League vielleicht auch ein bisschen zu viel Space gelos. Das gesagt, hey, gibt aber noch pure Konfrontationen, pure 50s. Und da schöne weite Backboard. Shot vom Turek. Schön geklärt hier. Und da Dark Dragon schön präzise auf der Porto leider an. Denn nicht so kann der nicht durch den Crow kriegen. Dark Dragon möchte einfach ran. Ja, die Forster wird auch nicht gestimmt. Also Crow muss du Ball für 3 Mann saven. Schön gebombt vom Dark Dragon und direkt ein Spiel gemacht. Mehrem sind sie egal handeln. Lo müssen sie natürlich echt mal ausgleichen und nur direkt überholen. Momentum muss er Richtung die Blo schlagen. Und sieht auch du nur aus. Ich meine, Turek und Proper und Mauer gefaked. Ah, okay. Also war durchgegangen. Und ich gesehen, wenn der Heiner kommt, das Smarties automatisch lebt lo. Könnt ihr auch Smarties gönnen kommen. Von der Ball was gestaltet. Hallo, geht weiter. Backboard.
Crow klärt. Nicht so hält Kontrolle über den Ball. Geht über die Mauer, hat genug Boost, wie ab's zu machen. Gute Bump von Turek. Crow springt da über den McLeod, hat den Domat nicht gefaked, das ist schon mal gut. Turek kann chasen, hat Chance, aber McLeod springt dann auf für Crow, geht nicht auf den Ball. Geht seinem Kollegen da mal so. Aber muss er natürlich das ganz nicht mehr nach Hof spielen. Ein Goal ist nicht unbedingt nötig, solange Bar den Ausgleich nicht packt. Da ist eine Ball vom Dark Dragon. Crow gewinnt der 50 gegen den Turek. Crow passt auf den Loli Hunter, den verliert gegen den Dark Dragon. So, nur der McLeod. Schick gespielt vom Loli Hunter. Und das ist manchmal Ball der Finisher Move. Ganz gefährlich. Hof gedroppt. Und heute hat die Foss auch verwirrt. 10 Sekunden sind nur noch zu spielen. Lo müssen 2 Goal, also gut Kickoffs von Bar geschehen. Die Defense von Klaas und Gast nicht kann abhalten. Und gesagt, aber gar nicht nur aus. Nee, am Gegenteil, anscheinend setzt Klaas und Gast nach 1-7 ran. Und der Ball bleibt am Leben, nicht so kilten. Und man das auch Match 2 River. Applaus jetzt Spieler. Klaas und Gras überraschend low weiterkommen. Gut gespielt muss ich sagen, aber leider an Loser Brackets gerutscht. Die sind wir definitiv mich spät nach Renke spielen. Wir gehen in eine Pause und dann sind wir beim nächsten Match zurück, wo wir einen französischen Kipp wahrscheinlich später gesehen. Also ganz spannend. Wen? Ah. Ups. Sorry. Es ist so, dass Spieler ihre Weh fanden. Es ist so dafür, dass Spieler ihre Weh fanden. Oh ne, so man nicht den Internet. Ah, okay. Gamblers sind blau. Sion Rocket das da, ne? Ja. Tipptopp. Hat der Biester gesucht, wie man den Bracket los spielen, für Zeit zu gewinnen. Ich spiele so, dass ein Team sitzen bleibt, dass man rund 2 sprangen können. Ma, was?
Du sagst ja, was sie gespielt haben, kommen sie rein und da spielt Encore gegen Gravity Rush. Der Gewinner von Do bleibt direkt sitzen und New Gamblers spielen direkt rein. Ja, wir die Loser Brackets füllen wir und dann spielen wir die Loser Brackets hin. Okay? Ja, also Gravity Rush oder Encore sie back-to-back hin. So, sie können sich abwärmen bis in der Zeit. Okay. Siehst du alte Franzosen noch, wie man den Bracket los spielen? Sie nicht mehr nach Franzosen um dich, ne? Wenn sie fertig ist, sie so hin, dass man den Bracket ein bisschen anders spielen, und mir so nicht besteht, wann sie Druck kommen müssen. Weil, am Anfang, von ihnen spielt direkt den übernächsten Match, wenn Encore und Gravity Rush durch sind, dann spielt von ihnen. Wir spielen in der Match 8. Ja, und da spielen wir Slick gegen Klaas am Gras. Ja, und dann gehen wir auf diesen, den 8. Und dann den 7. Und dann haben wir hier Loser Brackets, die wir da spielen. Und dann gehen wir um Robber und Semis und so, ne. So können die Leute sitzen bleiben, muss sich nicht neu anloggen. Wenn die ihre Match gewandt, ja, und die bleibt sitzen. Wir spielen direkt den Match gegen sie. Wenn der gewinnt, ja. Ich gucke eigentlich, ob ich nicht falsch gesagt habe. Nee, also wenn Encore gewinnt, da bleibt er sitzen, weil wir spielen dann den Match 8. So gewann mal Zeit, weil da erst nicht neu muss anloggen. Oder ausloggen, ja. Ja.
Okay, wir sind zurück. Ich gucke, ob alles okay ist. Es scheint alles okay zu sein. Okay, der Bracket ist auch gesagt. Scoreboard. Wie gesagt, halb fängt mal um. Am nächsten Match zwei französische Equipen. Sion Rocket und New Gamblers Black. Das zweite Team von New Gamblers wird an den Turnier geschickt, Guinness, und auch gepackt wird, durchzukommen. Ja, alle sind bereit. Das ist natürlich, die glaube ich gesehen Spieler so sich alles abwärmen. Heißt schwer zu so, Velo, Tant 4 sie sind aber alle gut ein bisschen um gleichen Niveau. Was den Skill und Mechanik so gehen, wahrscheinlich auch Positioning. Ich denke, dass New Gamblers ein bisschen Tant 4 von denen nämlich gesagt, sie haben ihre Manager dabei, vielleicht auch sogar Coach am Hintergrund. Was sie in Rocket anscheinend nicht hören, die sie privat haben, also privat, sind alle gut privat haben. An New Gamblers stößt halt ein bisschen mehr Organisation, wie sie in Rocket. Aber bon, wir haben ja auch schon ein Upset erlebt auf der Dreamhack zu Valencia, wo halt, Montreal war, wo ja, einfach 3 Leute gewonnen haben, die gar keinen Org hatten oder irgendwie am Profibereich bislang bekannt wurden. Und so kann das natürlich auch high sein. High ist natürlich nicht das Spitzenniveau, aber trotzdem aber für die Lützburger Landen ganz okay, einen angenehmen Hagen. Denke ich mal. Ja, also das da ganz dauert noch ein bisschen. Mich gut gerade matt gedeelt, dass nach 2 Spielern noch nicht angeloggt sind, die haben Probleme sich anzuloggen. Für war wie sich nicht. Internetproblem hast du alles gelesen, dank der Post, die auch stehen hat an den Smash Ultimate möchte als Turnier. Die haben dafür gesorgt, dass man noch weiter Routerin zur Verfügung gestellt kriegen und dass halt die ganze Expo weiter mit Internet ausgestattet wird. Also Streamers bislang noch gar nicht davon betroffen gewesen ist. Am Anfang konnte man ein bisschen mehr spät leider nicht mehr starten. Wir haben große ganzen lebt bei uns, denke ich, gerade ganz gut. Überraschend gut muss ich so, und auch mein Commentary versteht ihr ja. Kein Schmull für jeden gesucht, also nur wenn ich nicht gewusst habe, dass das ein Decken Troll war. So, und auf meiner Seite sitzt Sion Rocket, also wenn ich ein bisschen auf ihre Bildschirm rüber gucke, dann ich weiß nicht, für Sion Rocket, gegenüber sitzt dann New Gamblers, die alle gut Menge Spretz sind, alle gut spielen. Das ist nach einem, wo ich gesehen den schon nicht angelockt wird. Und dann lief das ganz. Ja, wie gesagt, die sind erlaubt, die könnt immer leicht kommen. Wichtig Merkmal Südentree rangehen, ob dem Kirchspiel an der Lux Expo nicht die groß Gläser Nordentree 4, da können wir da nicht auf der Gigs joinen. Muss schon Hanne rangehen, wo die Bussen halt auch halen.
sie hat nach beigesucht, falls nach jetzt sich immer Italiener zu kommen. Ich hatte hallo Chapeau im Discord, die gesagt, wie kommen nicht ran, ich gehe nach schnelle College sicher. Ich komme aber definitiv gucken. Und ich so nicht, das der Wert, das wirklich wunderbar Setup, was man hier von der Ball was gestaltet gut. Und ja, Technik spielt bis auch noch immer matt. Und hoffen wir, dass das auch so bleibt. Ja, es ist schon um Server drop, wie gesagt, halber soll eigentlich Kickoff sehen, mit die durch ein paar technische Probleme, was Logging angeht. Verlängern wir die Wartezeiten einfach kurz an. Ja, ich kann vielleicht ein bisschen drüber schätzen, wie ich den Match hier gesehen. Ich habe Sion Rocket so ein bisschen gesehen. Ich muss so, Sion Rocket hat zwar gut Punkte, also sie spielen nicht schlecht, aber nicht konstant genug. Also Mega Medium und hat New Gamblers Black definitiv viel mehr Consistency. Wissen sich auch mehr an überraschenden Situationen zu helfen. Kann ich selber so, weil ich spät selber am Rank schon begehen tun, und definitiv New Gamblers hatten definitiv ein besseres Spiel drauf wie Sign Rocket. Ja, also ich denke, dass New Gamblers Black ein bisschen weiter fair sind, ob es den 2-0 Wert gehen kann ich nicht so, weil natürlich kann ich in einem einzigen Match am Ranked auch noch nicht festlegen, ob du eigentlich Keep da wäre das oder nicht. Und ja, wie gesagt, ich sehe nach ganz anderen Umständen. Ich meine, wir haben eine gute Ratschleit rundherum stehen, die gucken. Und das kann natürlich auch bei der einen oder anderen Equipe ein bisschen zum No-Deal kommen. Bei anderen vielleicht auch zu gut zum Fair-Deal. Ich meine, den Applaus, den zum Schluss vom Match kriegt oder bei einem guten Goal, den hat er sich ja dann erkämpft, er verdient, bringen sich nicht zu genieren. Definitiv, ich meine, die 8 Equipen, die hier sind, die haben wir sorgfältig rausgefiltert, und sind definitiv auf jeden Fall in der Großregion eng von den besten. Ja, wie gesagt, vom ausländischen Publikum haben wir leider nur 3 bis 4 Equipen angeschwärzt. Alles aus Frankreich. 2 von denen haben nicht gepackt, ob der League zu kommen. Und 2 ist ihrem leider ja, aufgesucht, respektiv konnte nicht kommen. Und nicht gepackt in der Qualifikation. So, ich gesehen, die Spieler gucken bis kurz rüber. Ich hoffe mal, dass es kein Problem gibt. Ich gesehen, den einen Joint Low auch, den das Problem am Login hat. Und auf der anderen Seite sieht aus, wie wir kein größer Problem da wären. Also, ich meine, wir sind drüber und drüber da. Ja, weiterzukommen. Große Merci da auch und den Selina 2, den das ganze Teil auch nein Mathe läuft, dass das lebt. Ich meine, hier nicht die bessere Connaissance von der Technik an. Kümmert sich auch rund Spieler, also tipptopp. Ich kann dann eigentlich streamen. Allein wird das Teil alles nicht mehr gewährt. Große Merci da für die Unterstützung. Und ja. Ich gesehen, die 50 Chemie für Sign Rocket richtig Job, also ich denke, die sind alle gut drüber und drüber 4 zu spielen. Es gibt auch eine kleine Änderung am Bracket. Wir spielen nicht so wie es im Schedule steht, dass wir an die Loser Rounds gehen, nachdem es 4 Matches gespielt sind. Wir werden direkt weiter mit Winner Round 2. Und der Gewinner aus dem Match Encore gegen Gravity Rush spielt dann direkt gegen den Gewinner aus diesem Match, New Gamers Black oder Sign Rocket. Und ja, wie du halt weiter könnt. Das steht noch an den Sternen. Okay, gut Novellen. Also alles hat geklappt. Wir hatten ein Problem mit Steam. Den ist aber gelöst. Wir haben sich nur noch kurz sauber, und 2 Minuten fängt man dann nun. Ja, wenn das Ganze am Chat verfolgt, den Chat haben wir nicht ab. Ich meine, ich habe schon am Morgen gesagt, der Bildschirm, den zweiten ist fortgestorben, dann auf den Chat zu gucken, das ist nach einer zwischen den 10 Sachen, die man gleichzeitig müssen machen, eine 11, die packen wir dann aber auch nicht. Das lädt, also wenn du Response am Chat hast,
Vielleicht sind ein paar Organisatoren, die auch nach Doha sitzen, die ein bisschen Ahnung haben von dem, wie man das organisiert, die können echt dann weiterhelfen. Am schlimmsten Fall geht einfach auf unseren Discord-Server, fand ihr auch an der Videobeschreibung als Link an, da fand ihr in der General Informations alles über das Turnier und auch sämtliche Details von den Qualifikationen. Ja, die könnt ihr euch nach schnelle Getränke holen. Ich gesehen, wenn ich auf der Uhr gucken, 3 Minuten, dann fängt man an, feiert als Kickoff. Dann joinen die Kippen an, dann müssten wir also auch angepafft gehen. Ja, ich kann nur nicht viel weiteres tun, dass alles gesagt geht, was hat müsste gesagt gehen. Große Merci danke dann an dieser Stelle und Balois, die als halt den Spot gesichert holen. Und ja, man bricht den heute auch alles gut geklappt, also ich denke, wir haben ein ganz gutes Setup. Wir konnten alles so abbauen, wie wir das wollten, und ich denke, so wie wir das geplant haben, ist das doch tipptopp gelaufen. Mit ein paar Ideen an die Bestmenge schon mal gepickt. Eine große Merci und Balois für die Freiheit. Und ich kann einfach wiederholen, wir noch eine M&M's Verdelermaschine. Also, was da auf der LGX sieht, und der Stream kurz mal kriegt, kommt raus, lernt. Da gönnt der Becher. Scheint doch gratis zu sein, also ich sehe okay, den du irgendwie Geld verlangt. So, ich gesehen, 2 von beiden Teams sind schon gejoint. RPK 7 kann man von New Gamblers Black. Sion Rocket kann man von, pardon, Lemo kann man vom Sion Rocket. Ja, ich gesehen, den setzt er an der mit. Das ist auch der Kapitän. Bei New Gamblers haben wir sogar einen Manager, wie gesagt, den spielt nicht. Den ist nicht mehr da für die Organisation. Ja, TZ ist auch gejoint, Spieler von New Gamblers Black. Auch Ball aufgesucht, wer bist du Schritt gewirrscht. Wurde da war schlussendlich auch auf Lützburg gepackt. Also kommen wir von weit hier. Wir müssen nach Hotel an Uris alles planen. Und ja, gut alles geklappt. Wer hast gefunden, gehen ohne größere Schwierigkeiten. Tipptopp. Und wir sehen, der Jas als Lorto, genau. Den Jas manchmal als ein Substitute von New Gamblers Black. Tobi, die Lisa ist auch da. Das wundert mich ein bisschen, da sind ein bisschen verwirrt. Sind wir als Feier New Gamblers Black? Ich gucke dann kurz. Okay, nee, ich mich aber geht. Ich meine, die Jas spielt aber für Sion Rocket. Dann sind dort 2 Jasse gewirrscht. Dann, ja, da vergisst man das. Ich meine, bei New Gamblers Black wird da auch reden. Und die Substitute als Mensch nicht rankommen. Substitute ist einfach den Auswechselspieler. Wie gesagt, alle Equipe darf einen Auswechselspieler holen. An Emol an der ganzen Season einfach einen Showdown, der wir noch nach einem Spieler neu ranzählen. Oh, ich gesehen, die Spieler sind ready. Wir sind okay. Tipptopp, Spieler joinen, dann joinen ich auch und da springen wir an das nächste Match. New Gamblers Black gained Sion Rocket. So, Kickoff geht in Richtung von RPK 7, den Mist. Okay. Hatte ein bisschen Abwärmungsphase. Okay, Jas spielt aber New Gamblers Black. Dann hatte ich mich mit dem Tobi die List geirrt. Ich hatte gedacht, die wäre bei New Gamblers Black gewesen. Den mal lädt und der Stall. Aber bon, wir hatten 24 Kippen, die jetzt probiert tun, ob die Lanze kommen an. Jo. War wirklich interessant. Enger Versheim mit einem Dodge Charger NRW. Oder ich weiß nicht genau, ob es so heißt. Ich meine, Chargers, den aus dem Fast and Furious Film. Das ist ein normaler Dodge irgendetwas.
So, lo Tizi Ball. Hält sich die Kontrolle, verliert der Ball aber ein Lemo könnt weiter, okay, ich gesehen gerade, ja. RPK probiert, tut genug Zeit oder Luft, Lemo fängt aber auf, Ball geht drum auf. Gefährlich ob den Jas an Tizi. Droppt die Ballschäne ran und du hast den echten Goal für New Gamblers Black. Pass auf Backboard, kann Tobi die Liste nicht readen. Ja, das mal kurz gesteuert gehen, von einem Spieler. Sitzen noch hier, wird mal ganz chillig, also kein Problem. Gehen nur an Taktiker ran, okay, tipptopp. Man sich bereit für den nächsten Match. So, Tobi Dillis klärt die Ball weit noch 4. An RPK hält Kontrolle vom Ball ran. So. Oh, eigentlich Versuch vom Jas. Gut geklärt vom Lemo. Lemo passt auf Tobi Dillis. Longshot an Gegner half. Geht aber geklärt von RPK 7. Ob Jas Backboard passt, geht geklärt von Anchor First. An Loden Jas, pass ob den RPK den probiert faken. Anchor First gut gesehen, hat er auch nicht getroffen, also Ball war nicht on target. Und geht weiter, Tobi Dillis. Pass auf Mauer. Mauer geht er rup. RPK 7. So, Tizi, probiert sein Glück. Lemmo gut geklärt, verliert der Ballon, RPK 7. RPK 7 wird Kontrolle, geht und Ceiling. Geht geblockt vom Lemmo. Hallo, Open Net? Nee, Tobi lässt es nach oben. RPK 7 am Ball. Bringt Passat mit Lemmo klärt. Angefasst schon ist im Ball. Verliert aber gegen Tizi der 50. Tobi lässt, probiert sein Glück, Mist. Jas. Und da geht der Ball. An Richtung. 4 sein Rocket. Ja, am Goal Tobi Dillis, also New Gamblers Black und hier Defense komplett vernurdeligt. Und ich gesehen, die Spieler freuen sich auf den ersten Goal. Ich meine, Sion Rocket weiß auch, sie sind auch als einem ziemlich Davis Seed hier an Turnier rankommen. New Gamblers Black heute besser Seed aufgefangen und die Age-Qualifikation halt als vierten bestanden. Sind aber ein paar Bayer die dritt. Während Sion Rocket relativ leicht ist, also und Qualifikationen noch als leicht durchgeholt, sind aber Seed gegangen auf Nummer 7, weil eine Equipe aufgesprungen ist. Wenn es da alles, das offiziell zu der Steinrex. Das leider auch, ob das Weekend gefallen ist. So, ja, es geht weiter. Kein Ernährungsversicherung auf beide Seiten. Ja, es hält sich Zeit. Angriff ist schöne Klärheit. Ob Lemo. Lemo klärt den weit noch 4. Verletzt aber unter Tizi. Tizi geht Lot Mauer. Zitten unter Jas. Jas gewinnt 50. Angefasst. Ja, bringt den Ball ein bisschen an Schwanken. Also nicht direkte Chance für New Gamblers Black. Und auch New Gamblers Black merkt den. Daheim spielt es sich mir einfach. Nicht so dominant, wie man das kennen. Aber du hast den 2-1 Shay gemacht, RPK. Pass auf Tizi. Den Lemodo überrascht hat mit einem Redirect. Absolut Krönung. So, Match geht weiter. RPK 7 passt auf Tobi Dillis. Den kann der Ball 4 bereden. Gut, aber vom Jas durch strikte Rechnung gemacht. Tizi, ja, toucht den Ball zwar nicht so ganz gut. Lemo Aslo dafür die Kontrolle zu überholen. An RPK hat schön abgepasst. Tizi, weiter Schuss nur 4. Log, schön ausgespielt. Tizi konnte aber den Ball nicht saven. An RPK mischt weiter. Also Jasio um Ball. Passt auf RPK 7. Probiert direkt. Der wechselt nicht hin. Tizi rum um Ball. Angefasst. Klärt den aber raus. Tizi mischt einen Backpass. Das ist sein Mate an Lo. Probiert den direkt. Boost geht aber leider nicht durch. Ist kontrolliert Lo den Ball. Geht nicht. Erzählt sich nicht für das Ceiling. Gut vom Lemo gesund bleiben. Und ich gehe rup.
lo schöne Unehrungsversuche im Teufel ist aber du für die Klärt zu machen. Schön nur 4. Lo haltend. Und Jas. Ja, tipptopp gespielt, gut aufgeschwatzt von Jas an RPK 7. Spielen der schöne Ruflos ist Schlusszeit. Ich sehe noch RPK 7 Jas bleibt an der Defense. Und das ist ein 1:0 für New Gamblers Black. Ja, ein gutes Match. Sion Rocket kann New Gamblers Black dort stieren, also auch nicht wie das an der Online-Qualifikation ausgesehen hat. Muss ich aber so, New Gamblers Black könnte definitiv noch besser spielen. Muss vielleicht ein bisschen ins Spiel rankommen, wie gesagt, als natürlich noch immer zu gucken, mit der ganzen Lang und so, wie weiter könnt. So, ich gesehen, Sion Rocket als Spieler, den er nicht gerade als Schwätze wahrscheinlich taktisch auf. Und da sprachen wir direkt rum zurück. Okay, es ist hier im Trick geschehen, ein bisschen Spieler schwätzen. Ich gucke das direkt aus, man, den man lädt. Ich gucke durch, ich hätte das gestern ausgemacht. Okay, du weißt halt, dass dieselbe, ich weiß nicht, wie weit die nicht funktioniert. Ja, komisch, okay, weißt du halt, dass am Anfang aus. Das ist wahrscheinlich eine Steuerung irgendwie ab der ganzen LGX sei. Ich hätte mich besonders nicht. Wir gucken direkt an den Match ran. Ja, genau, okay. Also, keine Ahnung, außer war ich wie in-game. Ich höre noch. Ja, ich verstehe nicht, wie weit das. Also, ganz komisch. Wir sind noch über Discord gut nicht verbunden. Aber ich weiß nicht, ob dir da doch hört. Ich höre jedenfalls ganz komische Bug. Konzentriere mal einfach immer auf den Match. Also, das ist ein bisschen schwierig, wenn du dauernd den am Hintergrund sehen kommst, durchgeht. Ich hoffe mal, dass die möchten nicht hören. Das gibt vielleicht ein bisschen steuern. Boah, wie geht es aus? 0:0 noch immer. Kontrollleitlo bei New Gamblers Black. TC hat probiert 2 Ressourcen abgebracht für Sion Rocket. An der Limo. Denkt der Ball und Mauer. Hat zwar kein Boost. Verliert du gegen die Jas. Jas hat eine gute Chance. TC. Nur die Jas klärt. Ja, PK. Gut, du wolltest helfen. Hat aber ein bisschen Gegendeal bezwingen. So, Tobi Delis. Hast weit, Shane weit nur 4, also 50 gewonnen. RPK. Probiert das Teil. Oh, das war ein Own Goal. Das haben wir da gesehen. Also RPK 7 chase den Ball da an angefasst wird. Probiert zu saven, nicht, aber am Flick der Gegenteil bewirkt. Da hat das natürlich noch an der Last gegangen. Geschieht auch der Profi, also keine Angst, ich blamier jetzt nun bei all den Leuten, die hier noch gucken. Mir ist natürlich ein 4 New Gamblers Black, aber wenn der Wewe guckt, den kleinen blauen Strich hecht, dass New Gamblers Black schon einen Win kassiert tun. Hecht also einen Best of 3. Dass wir vielleicht sogar an der letzten Party sind. Von dieser Runde. Und du hast den zweiten. Gut gesehen von RPK 7. Also auch ein Spieler, den ziemlich neu ist bei New Gamblers, ist nach letzter Woche angeweiht gehen auf Twitter, zusammen mit einem TZ. Er spielt an dem Black Kader, 4 Bait, gehen noch auf Atlanta lernen. Und ja, mussten sich natürlich ist natürlich wahrscheinlich ein gutes Training, für sich ein bisschen auf das ganz mit Großspektakel am Ausland viel zu bereden. Und ja. Dafür sind die Lands natürlich da. Und ich denke, die Spieler haben noch ihre Spaß. Ich meine,
ist tiptop abgebaut an ja, weiter geht es. Tesi bringt den Ball auf den Lemo. Lemo hat Kontrolle. Also wir haben nicht viel gesehen bis für seinen Rockets. Lemo hat Kontrolle. Wer hat Pass kriegt, der Tesi gewonnen, dann erst das direkt durch für den Clear. RPK misst den Ball, damit gewonnen sie natürlich offensiv, Pressure nicht. Man muss natürlich noch ein bisschen an Defense weiter warten. Können sie ruhig machen, 2-0, hier sind sie 4. Sion Rocket muss eine Goldchance haben. Finden sie aber nicht so richtig. RPK 7, Pass auf Tesi. Tesi geht's direkt. Okay, schon ein sich gedacht, dass ein Trickpass. Da war aber nicht viel Power dort. Und da könnte Tesi nachdenken. Man denkt, Versuch, sich umzunähern. Nun nicht gepackt. Da den RPK 7. Den misst der Ball da an Lemo hält Kontrolle. Jas misst auch rum. Und du gesagt, es nicht gut aus hier ist hier ein Rocket. Nämlich könnte Pressure im River. Oh, ganz gefährlich Schei gepasst. Konnte Tobi Delis aber gut klären. RPK 7. Oh, schöne Winkel probiert. Redirecto. Warte, pass auf den Tisi. Tisi probiert es. Hat aber nicht genug Boost für den zu versenken. Tobi Delis bleibt doch ziemlich schade am Goal. Das darfst du nicht machen. Hat auch wahrscheinlich gut keinen Boost mehr. Hat doch gepanikt. An RPK 7. Lässt du natürlich nicht entgehen. Geht sogar noch gebombt von Tisi, also komplett Kontrolle von New Gamblers Black High. Lo lebt natürlich auch Zeit fort, mir nach 1 Minute zu spielen. Und das ist die letzte Chance für Sion Rocket. Das ist das Loser Bracket. Und da, weil ihn sich schaut, ob der LGX wahrscheinlich nicht erlauben. Wir schon extrem gute Kippen haben. Hallo Diaz, hält sich rum, Ballkontrolle lässt sich natürlich Zeit und Tisi auch ganz locker spielen sie der Tyro und natürlich kein Druck mehr, während Sion Rocket ein bisschen im Schwitzen ist. 20 Sekunden, 3 Goaler, du könnte nicht, okay. Tobit Liss. Kurze Steh gegönnt. Oh ja, okay, RPK 7 heim mit einem Own Goal, gut also du der Trick, was den Enger fast hat. Und ja, 2 Goaler sind natürlich machbar. Von Performance stimmt. Du packt in der 50 und Ball geht noch gefährlich Richtung Goal, also aber nicht on Target. TC nachher gesaved und ich meine, Lo könnte immer mehr in der Tisch. Das Spiel ist fertig. New Gamblers Black. Komme weiter, okay, na schöne Buzzerbeater, den aber auch nicht mehr abbringt. Also GGs und Teams, Applaus für Teams. New Gamers Black konnte sich durchsetzen, könnt weiter. An Sion Rocket spielt dann ein bisschen später am Loser Brackets. Gegen den Verlierer von der nächsten Runde. Wir machen eine kleine Pause und da sind wir direkt zurück mit dem nächsten ersten Runde Match. Encore gegen Gravity Rush.
Am mir ihrem Trick man nächste Match Encore gegen Gravity Rush. So, ich konnte endlich den zweiten Bildschirm, die ich kann. Ups, das ist ein bisschen Sache. Ich kann endlich ja, den Match gesehen, kommentieren und nebenbei noch die Informationen sammeln, was Bracket geht und alles. Und noch nebenbei noch schon die Vorbereitung für den nächsten Match machen. Wichtig ist so, wir spielen rund 2 Dono, also gibt quasi der Gegner von New Gamblers Black bestimmt, der Gewinner von HID spielt direkt Dono gegen den New Gamblers Black und Dono haben wir Team Slick gegen, lass mich kurz gucken, du kannst ja switchen, gegen Glas und Gras, genau, die hat ja eine ziemlich gute Leistung gegen Bar gemacht und sich da durchgeschlagen. Und ja. Spieler man sich so das Brett, ja. Probleme sind all gelöst. Und ich denke, wir sind auch immer ganz gut an der Seite. Ich sehe gerade im Bracket, wir haben noch ein paar Matches anders, also das ist noch nicht so ganz ohne. Aber Timing stimmt aber momentan ziemlich okay. Ich bin gut in 3 Matches schon durch, Luke in der 4. Dann die nächste Runde, also Match 8, geht ein bisschen schnell, weil die Spieler sitzen bleiben. Und da fällt man in den Loser Bracket auch ab, wo man dann auch Ried durchspielen können. Bis dass wir nicht mehr 2 Matcher holen, und zwar Loser Round 3, Loser Round 4 und Semifinals, also da haben ganzen 3 Matcher. Aber ja, Loser Finals muss halt und Semifinals werden. Da wird immer ein Team eliminiert. Und ja, dann gucken wir mal. Ich gesehen, die Spieler bauen nach ihren Auto in wie gesagt, Gravity Rush sind 2 PlayStation-Spieler, die konnten extra einen Account gestaltet. Und einen spielt tatsächlich mit meinem Account. Heißt, nur ein bisschen etwas zu sichern. Nicht gerade ohne, was da so geht. Und ja, da kann sich ein bisschen amüsieren. Mal gucken, was sich da rauspickt. Von den ganzen Settings. Ja, jetzt scheint ein Combo mit Ion Boost ausgebaut, ganz simpel mit einem Cartoony Design an der Cristiano Wheels, so wie Profi doch machen. Mal gucken, ob dem das bringt, mal gucken, ob mein Account ihm Glück bringt. Aber nicht. Leid nicht um mir. So, ich warte nur noch auf das Regime am Startsignal und dann fängt man an. Spieler müssen Bescheid sagen, wann sie sich warm gespielt haben. Da springt man den Match ran, Server so, also sie können alle Zeitpunkt joinen. Und da sind wir gespannt, ob ein spannend Rocket League Party Encore gegen Gravity Rush, 2 Equipen, die jetzt immer probieren, an dem Turnier durchzukommen. Und definitiv das Jahr hier stärkste Performance 4 zu weisen haben. Worin 2-mal Backup sind aber denke ich, qualifiziert für high op der Land zu spielen. Ob es für die Bühne durchgeht, das gesehen wir recht novend. Wie gesagt, haut gehen alle Teams eliminiert, bis auf 2 an die 2 spielenden Sonden. Auf der großen Bühne muss um 10 Uhr, also wenn sich nach einem Ticket will kaufen, madet, es lohnt sich. Für das Ganze nur live high vor Ort zu erleben. So, auch Internet wird mal endlich alles gefixt, kann ich mein Handy auf Seite lehnen und alles über Eis helfen. Also tipptopp, mir haben gar kein Problem am Stream, gar nicht das aufgeschaltet und lo kennt man ein bisschen gestört, wie das Mikro geht. Hoffen wir mal nicht, weil die Bühne nervt man jetzt. Fängt lo auch mit dem Programm an. Also, der sieht das voll halt. So, ich gesehen, Encore geht zu lös Brett, geht zu lös warm. Den Diogo, den spielt sich noch ein bisschen am Freeplay an. Ich gesehen auch ein Problem bei Gravity Rush, Spieler, den mit dem Controller nach da nicht ins geht, und den anderen, den dritten Spieler hast du gar nicht da.
Ja, dann muss man mal warten. Ich hoffe, dass du aber gespielt könnt, weil sonst verliert man ein bisschen Zeit am Planning. Hey. Muss, ja, muss mal gucken, wie das läuft. Ich gehe auch gerne bei dem Mario Kart Stand gucken gehen. Ich meine, du hast Jana als vom Team Letzteburg. Wie geht es denen? Hey, Leute, hast ein großes schwarzes Wand. Ich gesehen nicht, du hin, was da genau läuft. Auch Mario Kart aus Splatoon getaut. Ja, Splatoon aus Moore. Aber auch Nintendo Switch als High vertreten. Mit Kaio Gaming zu summen. Die auch auf der Tribüne gerade schwarze, falls das am Hintergrund hört. Ja. Ein anderes Team, das wir auch an der Qualifikation hatten, war Royal Family eSport. Die sind halt auch vis-à-vis mit der Pizza Gaming Show. Also, sie sind alle vertreten. So, lo, gesehen, ich join Leute aber nicht. Encore war da, sind noch im Gang. Du hast ein Problem, ich hoffe mal nicht. Aber lo, gesehen, im Moment, ich sehe kurz auf. So, wir noch kurz den Umgang vom Ultra Price, den ist ja ein Konsolespieler. Und ja, da sind wir zurück. Ich sehe da joinen Leute, okay, den Nummer hat nicht geändert, den STC 2 aus den Ultra Price. Also, wenn du Bescheid wirst, fand ich meine Maus schon, wenn ich zwei Bildschirme holen. Aber los geht es. Die Partie Encore Gain Gravity Rush. An der Kickoff geht auf der Sibo. Sibo kickt den Ball noch 4. Als sie klärten. An Redunski. Dann geht er Blut. Diogo, gute Save. Ja, fängt schon gut an. Also die Partie ist schon schnell hin und her. Gut klärst gesehen, gut Balltouches, also bis noch kein Mist. Das will man gesehen. Nur der Sibo bringt den Ball rum auf den Diogo. Diogo misst natürlich low, weil gejinxt tun sozusagen an Ultra Price. Also STC ersten Ultra Price für die nur gucken an ein bisschen Fan von ihm sind. Oder allgemein Gravity Rush. Manchmal hat sie auch einen kleinen Fangemeinde. Und falls sie nicht vor Ort sind, aber sich das Stream gucken, da wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, also auch Konsolespieler konnten halt Match spielen, an die halt kein Steam-Account tun, die konnten halt eben gestalten. Große Messe für die Organisatoren, die sich die Technik kümmern. Hallo, den Ultra Price mit einer konfuser Pass auf den Ice-T. Das aber geklärt geht. Den lowen Ball. So, schöne Sprung vom Ultra Price. Gut Kontrolle. Anreden probiert das, kann der Ball aber nicht versenken. Lotte Sora geht er rum. Könnt mit einem, ja, mit einem Touch kriegt aber nach hin, du hast aber Defense von Gravity Rush dabei. Und die lassen den Ball nicht so schnell ran. So, Sora, man denkt, zweiter Versuch, ICTC, gut geklärt. Sora Narenka, der bleibt stur. Reden Mistlo an Loas Chance, den schön geklärt vom Ultra Price. Die Ballkontrolle, die will man gesehen. Ice-T verliert den Ball gegen Sora am 50 an Bredunski hat Chance. Diogo ist aber dafür zu saven. So, lo.
Gut gespielt vom Diogo. Diogo, was ist NRW? Reden. Ein Backboard, den der Diogo rumklärt. Hallo, der Sibo. Mich Druck. Sibo, man nach gut nicht gesehen, wenn er nicht um Ball. Mal kurz Punkte gucken. Ja, also, nee, erstmal nicht jemand der meiste Punkten. Reden. Probiert sein Glück auf der Sibo. Sibo misst an eine gute Klärheit vom Ice-Team. Hast du einen Longshot den und Tage das? Ja. Mir gut gesehen vom Reden, gut geklärt. So rar. Ultra Price überlegt, was er möchte. Hält mal den Bus fort von der blauen Kipp. Und den Diogo. So, lo vom Ultra Price High Shay weit geklärt. Ice-Team ist Druck. Sora kriegt den Ball, gewinnt du ein bisschen Space, mehr Ultra Price ist direkt für den Ball im Zweck an, die Blo halt schon zu kreieren. Diogo lo auch am Ball. Lot Kontrolle vom Soral. Oh, du hält lässt sich keine Zeit. Der hat das wahrscheinlich den Druck von der LAN. Und der Sibo. Bringt den Ball unter das Ceiling, den der Brede nicht kann unheilen. Diogo. Hast ganz lange dafür. Ice-T. Und du hast Chance. Scheiße aber leider zu heiß. Und das kein do für die Backup zu holen. So passt lo gut auf den Sibo. Sibo hat es aber schon ist geturnt. So, den Diogo. Gute Fake-High vom Diogo an. Proper gespielt. Von den Sibo nur noch durchgespielt. Geht das ganz eng für Encore. Ice-T konnte aber nicht zurückkommen. Und wir bleiben beim 0-0. So, und das scheint lo den nächsten Match zu gehen, den tatsächlich an Overtime geht. So ganz ausgeglichen. Schön gespielt schon von Encore. Mehr auch Respekt und Gravity Rush. So, Sibo bringt den Ball nur 4. Lo kommen die letzten Sekunden. Lo darf natürlich kein Fehler. Oh, du hast Open Net geklärt. Geh vom Ultra Price. Ganz knapp vom Sibo verfehlt. Und es bleibt 0-0. So, nur den Ice-Team. Ice-Team und der Mauer. Kriegt okay, passt durch. Aber nach einer schönen Klär vom Sora. Das ist der letzte Versuch. Reden aus in der Mauer. Das ist noch Brett. Und kriegt auch den Ball. Sibo müssen aber leider gut geklärt vom Diogo. Okay, wir sind an der Overtime. Ist Golden Goal. Wenn der nächste Goal trifft, der gewinnt auch das nächste Match. An der Series von 3. An Overtime, ob enger LAN ist natürlich ein ganz Stück mehr krass. Der ist nicht nämlich musste gut spielen, der ist nicht nach Druck setzen los, aber der ist auch nach gut Fehler erlauben. Alle Fehler kann deutlich sein. Und da also schöne Klär. Und das gesagt gut aus für Gravity Rush. Sora war aber noch dafür ein bisschen Stier zu riechen. Sibolo hat das Chance, kann aber nicht zurückkommen, Breten das aber da. Wunderbar, gut gespielt von Encore. Schön Pass aufgewartet. Ich meine, als die do ein bisschen, ja, gestruggelt hat, sollte vielleicht mehr an Ballkontrolle gehen, anstatt den Ball einfach so rauszuschießen. Wie fest wäre vielleicht gegangen, mehr so es leider nicht. Also ganz knappe Match, muss ich sagen. Es ist nicht so, wie wann, ja, wie wann das eindeutig war. Also da gesehen wir wahrscheinlich Gravity Rush nach ein Kehr. Man hat ein bisschen mehr Wumms da hat. Muss natürlich auch so in die zwei Places-Spieler, die mussten sich wahrscheinlich schon ein bisschen und die ganzen Frames gewinnen. Und ja, wir sind bereit für Runde 2. Teams sind alle gut akkordiert. Sie schwätzen es, wenn ein bisschen ändert sich, wie die Strategie lebt. Kann ich natürlich komplett ändern und der Gegner ein bisschen überraschen. Aber bon. Wir haben schon viele Rocket League gesehen. Vielleicht schon mal hier nach eine Überraschung an. Gravity Rush hält sich schei. Nein, ganz zurück. The Back-to-Back-Win. So, Reden. Gut gefaked. Können noch einen durch den Diogo. Und der Price Avalodo geht zwar in die falsche Richtung, als die aber für direkt passen. Hallo, geht gefährlich für Gravity Rush. Das geht an der Kohle ran.
Gut gespielt von Bredenhei. Hat das Team gut aus der Nähe geholt, ganz allein gespielt. Die vor manchmal schwer nach Doma den kleinen Bump, den Diogo nach ein bisschen mehr schwierig gemacht hat, um den Ball zu kommen. Und ja, du kannst dem Ultra Price nicht base sein, nicht sein Best gehen. Du kannst den nicht machen. So, lo, der Versuch. Ice-T. Backboard. Diogo direkt um NRW. Gut gespielt. Von Encore an Ice-T. Bringt den Ball nur für auf Position von Encore leider. Die Kontrolle geht um River. Die Blo. Breden klärt den ganz schlecht. Sora kann nicht turnen, hat keinen Boost. Spielt aber den Diogo do gut aus. So, los, Sibo holt sich den Busgoal. Oh, und den Ice-T hat gemisst. Das darf natürlich nicht geschehen. Durch so viel, aber sind natürlich ganz schnell am Loser-Bracket. Und das will sie Haut definitiv nicht erreichen. So, Leute, Sibo, mit einem Backflip. Das ist schon sehr nice. Sie hat nämlich nach E-Spieler für sich. Brede klärt aber ganz gut, kriegt sogar eine Demo raus. An Ultra Price. Ganz schlechte Clear, Double Commit von Gravity Rush. Wo gut angefangen muss ich so ein verlieren Lo, aber schlappe gained Encore, die wahrscheinlich ein bisschen ihre Gegner Lo analysiert tun. Und wissen wie mit Gravity Rush umzugehen ist. So, schöne Flick vom Diogo, kennt aber nicht durch. So auch beweist er seine 1v1 Skills. So, der Brede, oh, schön probiert. Wer auch Ball rankommt und Sibo könnte noch nur setzen. So kennen wir die Breden aus den Montagen. Tiptop gespielt, wunderbar Ballkontrolle. Und rangebrüscht, von Sora nach Top Corner do. Das ist Dominanz von Encore. Also die Besprechung, die wir hier neben drin hatten, hat anscheinend sich gelohnt. Jo, eine Open Net Chance. Gut gesehen vom Sora. Schön geklärt, sich Zeit gelos. Gravity Rush zieht zurück, geht an Defense. Muss natürlich am machen, ja, so Pinja ist natürlich nicht gut. Hatte gelegt, dass der Breden nicht direkt reagiert hat, so raus, aber der Spitz do. Also den Droger Stolo zieht sich Encore dann aber ein bisschen zurück. Musste natürlich das ganz nicht mehr hier raufspielen, brauchen keinen großen Aufwand mehr zu machen. Musste natürlich auch an der Defense noch ein zweimal beweisen. Das wird verdammt tun. Und dort, gute Clear vom Ice-T. Ah, nee, nicht ganz. Ja, oh, okay. War noch nicht so gut gespielt von Encore. Mais bon. Da ist aber Lot Open Net. Ich meine, das Play kriegt den Ice-T nicht gestoppt. Okay, aber, Hund mich gehört. Bei dem Moment zuerst gesehen, wird ein Ice-T am Goal ein bisschen verloren. Wie ein Passspiel von Encore war dann noch nicht so stark. Leute so um den Ball. Weißt Kontrolle, bringt den Ball schön mit, wie es sich gehört. Ob der Brede sich der Sibo ist nicht da. So Rasnenker, da für Sibo zu unterstützen. Sibo bringt ihn an die Luft. Geht aber ein Zweitpass, Diogo klärt. Boost Salvation von Encore, richtig top. Ja, der Bamto, ja, kleinen High Five. Hallo, Ultra Price. Schöne Schuss vom Sibo, 3-0. Die wollen also heute unbedingt das Aktion machen. Ein Overtime war wahrscheinlich schon schwierig genug. Hat doch keinen anders ausgehen, aber bon. Ich gesehen heute, Leute sind froh, sprangen an die Luft, also tipptopp gespielt. Ando als Neinker der Schuss, also ich gesehen als Spieler, ja, sie gehen auf Gravity Rush als Mänglisch. Fertig. So geschieht nicht mehr viel. Er hat Kontrolle hast du. Der Brede Neinker drauf.
sie gut mal länger pass ja spielen die Ball direkt Timing also auch gesagt schmengen was alles legitim a Rocket League Upside spielen was selber schuld wann du der Ball nicht mehr sicher gehst was hatte ich auch nicht immer einfach ne mir ein Challenge muss aber kommen gerade am 3v3 wo ich schon eine pure Ressourcen im Feld hört die aber geopfert können jeden viermal Spiel rauszukriegen oder die Situation ein bisschen mehr zu verschärfen. Hallo den Ice-T. Ja, denke weiter Pinch, Ice-T geht in Luft, also sie probieren aber noch irgendwie halt der zu retten. An lo lief den Timer auf an Schmengen war hun gewinner aus diesem Match. Encore hält sich statt nur ihm Applaus für die Equipe an mir sprangen an den nichts mehr Encore bleibt sitzen ja also wie gesagt Encore ist immer direkt reinkommen das geht New Gamers Black ich gehe schnell die Bracket Update in den kann da immer verfolgen an ja wieso war ein gute Match wird gut gefangen mit einer schönen Overtime viel Druck gemacht aber du war halt bei Gravity Rush zum Schluss nicht mit der Hand war hat könnte geschehen lo immer eine kurze Pause und da kommen wir mit New Gamblers Black geht Encore zurück fahr von Encore wirst du ein bisschen mehr ja bis gleich wir gesehen das gleich zurück.
So, wir sind im Trick mit dem nächsten Match. New Gamblers Black gegen Encore. Also Winners Match. Und der Verlierer, der wandert an Loser Bracket, kriegt dann eine Pause. Mir gut. Mal gucken, wie die Match heute ausgeht. Im Moment, der Ton geht gleich schon fort. So, dann habe ich hatte ganz Sachen am Schirm. Und da gucken wir, wen da lo ob Team Slick stoßen wird, der klare Favorit. Außer, ja, Team Slick kriegt noch Probleme gegen Klaas und Gras, das ist nämlich der Match, den du noch gespielt wird. Aber ja, Team Slick wird top fit gewirkt. Denken ich, sind momentan die Spieler, die am besten mit ihrer Rotation und alles klar kommen sehen. Und ja, dann sehen wir, ob sich New Black etwas überlöscht wird. Sie haben ja schon ein bisschen mehr frei gespielt. Vielleicht noch ein bisschen nicht so ganz abgewärmt. Lo kriegen sie jetzt Zeit, aber für abzuwärmen, lo sind wir ein bisschen gestartet und alles lief lo ein bisschen nun. Wieso die ganze Panne im Internet am Anfang, das wo halt, ja, wir wussten halt nicht, wer darüber so könnt. Lo scheint einfach um alles zu gehen und ja, so geht es demnächst los. Kickoff war einfach schon 5 Uhr feiert, mal hat Verbindung was verloren gehen. Ah, lass er im Zweck. Kurz gedroppt. Okay. Jo, du war der Stream kurz falsch. Ich weiß nicht, ob die das macht kurz mehr. Bei uns war kurz OBS tot. Mehr tut sich schon mal fangen, also wir können nur weitermachen. Wir werden sich noch drauf, dass die Spieler bereit sind. Also bald das geschieht das. Spiel immer. Ja, Encore kriegt es schwer. New Gamers Black sind natürlich nicht ohne. Ich bin gespannt, wie die Match ausgeht. Es ist schwer zu sagen, wen ein Favorit ist. Ich gebe Encore gönnen, aber ich meine New Gamers Black haben aber noch ein bisschen mehr Erfahrung am Ganzen. Man haben vielleicht ein bisschen mehr sich auf 4 Brettern zusammen gespielt. Mir wird gesehen, weil Encore hat auch pur gut Partien gegen Gravity Rush, die auch nicht ohne waren, also auch ein guter Gleichstand ausgespielt und Overtime war unglückliche Goal, aber das geschieht halt, Goal ist halt fatal. Und ja, kann halt nicht mehr gewonnen. So, du könnt manchmal den Brede schon ran. Hecht Sibo aus Ochto, Sora auch, hecht Encore aus Brett. Und ich rüber gucken, ob New Gamers Black, die sind ein bisschen an der Cosmetics, noch nicht so ganz am Spiel dran. Ist aber in allen Moment auch sehen, ja, da gesehen ich Spieler joinen. Noch die anderen man sich so das Brett. Mal ein bessere Tag, mehr ich denke, man kann gleich starten. So, du gesehen ist, dass Spieler alle da sind. Heißt, wenn Spieler antreten an den Rang, dann kommen wir auch an. Da sind nicht, dann lass geht es. Encore gained New Gamblers Black. 2 Equipen, die natürlich Favorit sind für das Finale. Mal gucken, wen als echt an die Loser Brackets könnt. Wen einfach weiter am Winners möchte. So, der Sibo aus der Mauer verleiht gegen den Tizi. Tizi hat direkt eine gute Chance auf den Goal, mit guter Clear vom Sora. RPK am Ball. Backport passt an Demo vom Sora. Gut abgepasst, du kannst aber den Tizi durchschauen. Ja, da war dann der Defense bei Encore schon geschickt. Double Commit, Sibo geht gebammt. Und da kann der Sora nicht mehr machen. Mit der Demo hat er gut gespielt, aber ja, die anderen 2 Puzzlesteller von der Equipe wurden nicht ganz gepasst. So, New Gamblers Black mit einem
First Blood High. An de Breden. Pass op de Sibo de Mist. So was du für zu unterstützen. Direkt ein Kontergoal vom Breden. Also aus dem Match relativ eng geschmengen. Gut spielt du. Passt Gesicht, passt gut. So, nächster Kickoff. Den geht an Richtung von Encore. Sibo verliert du den 1v1 geht die Jas. Breden gewinnt den dafür aber. Verliert aber gegen den Tizi, den Pass bringt. Die sogar nicht abfangen kann, für zu klären. Aber das ist Sibo du hast. Ja, Encore gerade ein bisschen viel Boost. Nuckeln. Ich meine, verbrauchen die Ressourcen zu viel. Hey. Man muss dann immer am Drehen an Defense-Rum abbauen, anstatt einen Angriff zu machen, für sich zu tanken. So. Und dann missen sie natürlich auch nicht gut. Sie wollen weiter klären, den aber an die Kontrolle von New Game Plus Black geht. Und der Jas. So, gute Booststuffing vom TC Nachrenker. Breden könnte ganz schwierig weiter. Der muss schon bald. Ja, muss schon bald aus dem Spiel bleiben. Also schon nicht am gesagt auch 40 an Defense war auf der Boost. Man kann probieren zuzusetzen. So, der Ball verfehlt. Sibolo weite clear, nicht on target, wird aber gut gesaved vom Jas. Reden das aber durch. Ganz knapp, hey. Die Sora hat der Keeper gebammt, also hat am Anfang ein bisschen dran gesehen, war aber leider Tick zu heiß. Tisilo. Drehen zurück. Ja, das ist mir intensiv, hey. Die Kippe tasten sich so ein bisschen ruhen. Gucke, wo sind Schwachstellen vom Gegner. Wo fand er Glück. Und da fliegt der Ball unglücklich nur hin, also gut geklärt vom Breden. Und den Versuch vom Sibo. Ja, ist gut geklärt, Tisi aus dem Ball. Gewinnt er auch die Kontrolle. Und probiert den Dribbel. Probiert immer über die nämlich Mauer, nämlich Pass. Mir funktioniert nicht so richtig gegen Encore. Sibo immer in der Luft. Breden. So, Leute, Brede sind Chance. Bringt den Passant mit. Asendo. Sibo ist schon in der Luft. Er gewinnt in der RPK und chase auf das Ceiling. Sora aber Lever nicht. Da probiert zu unzugreifen. Aber weiter geht es. Den RPK. Sibo im Weit nur 4. Gewinnt auch nach Renker den 50. Du an der Brede setzt Ball ran. Kommt du aus einem unglücklichen Winkel. Hat vielleicht ein bisschen mehr spät sollte starten. Gute Pre-Jump da war. Das kennt ihr auch. So, Lonek hat Backboard-Pass von Encore. Ah, nein, der Versuch. Das ist APK war du. Mehr du hast Druck. Also Encore will du wirklich die Goal rausschießen. Will manchmal kein zweiter Overtime mehr erleben. Und da war ein Versuch. Mit dem Sibo springt leider der Lernst. Und der Ball leitet bei New Gamblers. So, gut geklärt. Ja, also Encore hat definitiv low make pressure. Aber kaum so, ist es schon als Defense idle. Und du könnt natürlich ein Goal vom Jas gut gespielt. Schön Demo, muss ich sagen. Der Sorado als Konzeptbrüst. Geht und Mauer, keine gute Idee. Hat so den Zimmermann, aber Sibo war auch nicht mehr da. Wunderbar gespielt. Und du musst natürlich Encore an den letzten 30 Sekunden Nenke de W an der Blut Netz fannen. Sonst gehen wir Game 2 mit New Game Back 1:0. TC.
RPK. Backboard-Pass, die vom Jas aber gut geklärt, geht wirklich weit raus und Tizi mit dem Ball nicht erwischt, probiert, aber da geht dran. Kindischer Ball als Fake-Titan. Oh, ganz leicht nach bereit. Und der Ball vom RPK war auch genial gespielt. Und ja, da gehen wir Game 2. Mit einem 1:0 für New Game Plus Black. Die an der Letzte halt schon definitiv besser gespielt wie an der ersten. Und ja, das war uns zu erwarten. Was das werde ich gesagt tun, die Erfahrung ist wahrscheinlich bei New Game Plus Black als Team mehr groß wie bei Encore der Fall ist. Und ja, ich meine, Encore hat eine Medizin gut, muss natürlich gegaint wirken. Das ist eine Strategie, weil ihr wie ihn durchkönnt. Am Anfang ist es möglich, kann ich noch nicht immer darauf gehen. Kann natürlich sein, dass New Game das nach einem Ass am Ärmel hört, an ganz anderer Taktik absetzt. Die Force ein bisschen ändert oder vielleicht ein bisschen mehr defensiv spielt oder mehr aggressiv. Lust vielleicht ein bisschen mehr kommen. Pardon, ich steuere nur nicht so. Und geht direkt los. So, der Jas. Ja, RPK, gute Clear, pass auf der Jas. Der kriegt aber den Ball aufgeholt. Und Sora auch schon in der Luft. Ja, das ist natürlich schlimm für den Breden, den auch noch misst. So, Sora ist du einfach zufrieden. Und holt man doch sein Team ein bisschen aus dem Konzept bricht. Bin ich ein bisschen Druck abgebaut. Ich meine, der Goal war frei hier, war den letzten Defenseur. Ja. Und du hast schon den 1:0. So. Der Versuch vom Sora. Gut geklärt vom RPK, seitlich natürlich. Sebo setzt schon ein geht jetzt durch. Sora kann passen auf übrigens. Gut geklärt, aber von mir erst. Ja, Sora, pass auf die Brede. Brede bringt dann Luft. Tizi tritt sich so zurück. Ja, RPK misst du auch. Könnt du aber durch. Ball und Potto. So. Geht dann weiter. Also, Anker steht gerade alles an engem Eck vom Feld. Muss sich ein bisschen mehr abdehlen, sonst können sie da bestimmt nicht mehr ran. Und du kannst schon jetzt ein gefährlicher Spaß gespielt vom Sibo. Und nach ein vom Sibo durchgeholt. Kann aber nicht machen, Busas Idol. Oh, du könntest Schuss. Okay, schön als Trick. Gut gespielt vom Sibo. Ja, okay, Tizi hat die Kontrolle vom Ball verloren. Sibo hat nicht davon profitiert. Wichtig, also ein Match. 3 Minuten Nummer noch zu spielen. An den Half. Kann also noch alles geschehen, das ausgeglichen. So, RPK Mist. Sibo direkt mal einen Back-to-Back. Kann sich die Führung holen. Und natürlich Shiloh für Ankauf wichtig ist. Für den High verliert, von der natürlich an Losers Bracket. So. Tizi lohnt ein ganz so gemacht. Ein schneller kleiner Kickoff. Gut gespielt vom Jas. Den Cheat vom Tizi. Wo so nicht mit Druck kommen. Und ja. So, Sipo war auch am Goal. Ja, war vielleicht keine gute Idee, da für 2 Booster zu gehen. So, Breden passt auf das Sipo. Sipo, zurück auf die Breden. Ne, RPK hast du für zu saven. Hallo, Longshot, Sipo. Und das Ceiling. Brede, weit nur für Change nur, wenn Tizi im Ball. An Sora hat dem
Jas bisschen Zopf verdurben. Leute, ich vom Sibo. Reden noch schon in der Luft. So, Leute, den RPK. Kriegt du 2 Mann auf den Buckel gelöscht. Hallo, aus der Sibo immer in der Luft. Sicht der Breden. Breden ist im Fluch. RPK ist aber schnell genug für dort zu agieren. So, Tizi. Tizi, pass auf den RPK. RPK mischt das Brett. So, Demo vom Sora ist aber gebannt gehen. Ressource ist weg. Gewinnt du der 50, verletzt gegen den Tizi. Breden ganz verloren an der Defense. Ganz gefährlich, wie den du rotiert. Super gut abgepasst. Ja, der geht nur noch handeln. Also, oh, du könntest Chance. Shade Pass vom RPK, ob die Jas. Gut gespielt, Shane mit der Band. An der Sora, du komplett überrascht. Und ja, Enko fällt drin zurück. Aber Luna ist mich geschieht. Dann haben wir Enko an die Loser Brackets. So, RPK, nein, kann man einen guten Versuch. Und ja, Defense, viel Double Commits und Triple Commits slow bei Encore. Und ja, New Gamblers mal wirklich, der sagt so, also du musst nicht mehr brennen, den Druck ist so stark. Pressure ist so. Und es schenkt schon Ball Ende zu sehen. Aber das Rocket League, 2 Goaler können immer noch aus dem Nichts kommen für Encore. Besonders der Sibo, den an der Offensive an diesem Match definitiv am meisten gelegt wird. Hallo der Brede. Zieht den Ball ein bisschen entlangt. Ja, Zeit ist wirklich nicht mehr, ob Encore her seid. Du musst nur ein bisschen mehr schnell gespielt gehen, dann auch ein bisschen mehr aggressiv vielleicht. Weil, ja, New Gamblers lassen sich nur Zeit an der Defense. Wo kein Drang mehr. Ich meine, weil nur nach Era geht, ist das noch nicht so weit. So, Tizi, Lo, dribbelt, nur 4, Sibo. Trägt an die Blo Halschen, Breden auch schon du. Hält den Ball nicht tun, dann hält auch kein Demo raus. Aber sie haben einfach offensiv gestellt. Also Sibo gut passen, ob der Sora konnte leider nicht gefangen gehen. Hallo Sora. Der Versuch, der Fake. Gute Klär von RPK 7. Und dort droppt der Ball auch schon auf den Boden. Und wir haben einen Gewinner, auch von der Ball da am Leben ist. New Gamblers, sie weiter. Probieren da nach dem Goal. Also weil er nicht gegangen. Applaus für die Kipp. Und wir gehen mal eine Pause. Wir sehen uns dann mit einem weiteren Winners Bracket Match. Und zwar Teams League gegen Glas und Gas. Bis gleich.
Ma Scalo mat gedeelt, dats d Spieler brett sinn, se join noch schon de Server an da fängt man direkt am Mund. Mam Team Slick Match gained Glas an Gras. Bei die Kippen an de Winner Brackets an eng werdet du treffen, die an Losers gehen.
Okay, du wat Startsignal, lo fängt mal an. Ah, es geht los. So, Kickoff geht unter Beast. Es ist dort Zeit an der Luft. Loli hat da direkt strugglen an, ja, ganz unglückliche Goal. Hätte noch nicht müsste sehen. Muss ich kurz auf den Spieler gucken, was das so da genau geschieht. Eieieiei. Das ist natürlich ein Goal, den der wir sich bei Team Slick nicht erlauben. Das ist schon alle Kado, den Klasse und Gras Team Slick wird. Als Handy, mit einem Handicap zu starten bei Team Slick ist natürlich nie gut. So, McLeod. Julian da geht gebammt vom Dragon. Okay, viel Bums. JT hält auf viel auseinander. Beast schon ist. Schuss. Geht der Potto. Lupo hätte Crow. Ne, geht weiter unter McLeod. Crow und Band. Julian da Mist. Den Dragon. Hut Lot eng opboot. Voll Boost an JT auch da. Klasse und Gras geteilt komplett ausgespielt. Waren alle gut an der Defense nicht vorhanden. Julian da vom Dragon abgehalten gehen. Ich meine, wer der letzte Mann, Jana, war schon viel zu weit noch 4 geregt. Musste mehr aufpassen. So, Kickoff geht an die Richtung vom Beast herum. Das ist halt strategisch, wenn Kick den Ball nur an den Geheim zu losen, der das nicht der Kickoff den Klaus und Gras gewöhnt, nämlich Ballkontrolle von Team Slickers do bisschen von 4 Deal. Also du nicht wundern oder vorstellen für Team Slick. Al Kickoff verliert und trotzdem gewinnt. Das ist definitiv on purpose. Hallo Chef von Crow, schneller agiert, am Ceiling gespielt. Wird sie stehen. Schäproper 4 gelöscht und du konntest den Beast nicht viel machen. Ich weiß nicht genau, was geschieht, dass mir irgendwie heute bist du mänglich an der Luft abgehen. Gebammt vorher nicht. Und geht weiter. Crowlo, man denkt für sich. McLeod war auch schon nicht so. Also um 2 Positionen du abgehen für eng zu füllen. Crowlo Ramumba. Gewinnt gegen den JT der 50 und spielt den auf dem McLeod, den leider misst. Melolian, hast du für die Fehler zu korrigieren, schöne Klarheit vom Beast, ob den Dragon. Und du hast Pass, ob den JT. JT misst. Dragon nur doch einen probiert. Nur leider den Beast. Beast kriegt den Ball. Und der Crow gespielt. Dragon auch gemisst. Du. Ja, logisch krass und Gas, aber Team Slick nicht so ganz einfach. Chance Sio, aber du misses. Die müssen definitiv Mana gehen. So, McLeod mit einem komplexen Save. Den aber geklappt hat und auch der Fake gegen den JT hat geklappt. Load den Dragon. Der gute Save vom Dragon. Und JT. Ob den Dragon. Shane Hayes gesagt, wunderbar Passzeit vom JT. Gut gespielt. Apropos versagt. Ja, weiter geht es. Den JT kennt man engem Lattenknaller. Beast auch nicht. Geht Ladlo könnte da gehen? Ne, das nicht du. Crow kann es saven. Dragon Loomball. Mit der Ballkontrolle hat massig Zeit an Open Net. So kann Klaas und Gras definitiv nicht an Final kommen. Weil in High Team Slick nicht echt genug. Also absolut kein Respekt, dass du. Und das ist nicht gut. Ja, schon 2 geschenkte Goler. Und natürlich könnte es immer mehr eng für Klaas und Gras. Sich rundzutaschen ist vielleicht
man kein schlechte, weil ich gesehen noch für Klaas und Gras nicht viel Kontrolle. Es ist pur für sich ohne passen, so Solo-Plays, Crow Major schon gesehen, dass man einem Solo-Play rangegangen. Und noch McLopey springt einfach an nicht. Crow packt zwar nach der 50, mir geht er halt drum auf den JT und auf den Beast. Und das ist natürlich die perfekte Kombi. Für den Wind, ja, so ein heißer Stand, wie der am Anfang der Fall war. Schwierig zu kommentieren natürlich, wann ein Team ein bisschen schwankt. Wenn wir sehen, da für das Beste rauszufinden, das 2019 das beste Team zu Lützeburg. Und okay, das war auch gefährlich, auch da rum. Klaas und Gras, keine Aktion. Dragon war quasi ausgespielt und JT hat auch kein Safe gekriegt. Hallo, der Lolli an der sich tut Pass. Geht er runter JT. JT verliert oder 50. Dragon saved over den Ball rum. So, JT. Ja, mischt dort direkt für den Beast zurück auf Backboard. Wir können den Dragon mit keinem präzisen Schuss. Beast ist aber im Doof jetzt. So, schöne Safe iPhone. Crow an McLop. Also auch im Durchgang. Ich meine, du warst am Key Boost am Spiel. Ja, war auch nächstes so halb gesaved und dann hat keine Ahnung, wie lo geht, aber nicht. Also Kommunikation hat da ein bisschen gehappert. An Lodin die zwei Geschenke, die Klaas und Gras TSK gemacht haben, natürlich ein bisschen weh, ja. Da, das ist kein Zweifel. So, Losche vom Beast hat gesehen, dass Loli hat in den Boost voll. Ich habe gestafft sozusagen an der Defense. Also den Angriff quasi abgehalten. Hallo. Lebenszeit da war wir holen ein 1:0 für Team Slick. Ja, also definitiv Klaas und Gras muss noch viel mehr Druck machen und auch viel mehr Ball treffen. So wie wir das Logo gesehen haben, geht das gut nicht. Also gerade gegen Team Slick, wie gesagt, den ersten Malheur, da war schon zu viel. Also gucken wir mal, wie der dann da rund 2 ausgesehen. Nur ein anständiges Gespräch, hoffentlich am Team von Klaas und Gras. Team Slick hast du ein bisschen locker. Ich meine, sie haben halt Dominanz gewissen an. Ich denke, sie wissen auch, wie man den Gegner umzugehen ist. Passspiel stimmt. Wie immer. Crow. Du wäre natürlich direkt hier für den ersten Goal zu gehen. Ja, du auch den Turn vom Crow könnte zu spät. Und JT setzt den Touché ran. McLop wollte den noch kriegen, aber erst nicht mit Durchgang als Lunch geflogen und JT hat das natürlich direkt gesehen. Proper gesagt, präzis. An in 0. So, Ball geht lo Richtung von Loli Hunter. Der geht gebammt vom Dragon. Und Crow setzt sich mal einfach da matt dagegen, dann hält der Loli Hunter einfach matt. Hallo, ein J-Backpass auf den McLop. Gut gespielt. Die Force von Team Slick ist einfach stabil geblieben. Jetzt sind die Punkte, wo Klaas und Gras sein muss natürlich durchsetzen. Ich meine, du hast gesehen, habe ich schon genug 2 Spieler von Team Slick. Hanna den Nähen an. Da war einfach Vertrauen da. Auch wenn der Beast gemisst wird den Dragon aber genug Zeit gehabt, die Safe zu kriegen. Bei Klaas und Gras sieht man leider immer Doppelcommits oder Unsicherheit. So, Lo McLo. Probiert halt nichts. Kann du nicht viel machen. Und ja, auch da drin ganz schlecht ausgespielt.
gut gepasst sei vom Beast. An Dragon natürlich direkt du. Für den Rand zu tappen. Obwohl Loli hat er halt nicht so schlecht du. Dann druckt natürlich nur bei Klaas und Gras immer mehr heiß, weil ja, Team Slick immer mehr Vierstand abbaut. An den JT. Mit einem guten Clear op Zeit. War kein Klaas und Gras Mombardo für den Angriff zu starten. Der Clear war nicht so gut, aber tut als Durchgang für immerhin den Ball aus dem Corner zu kriegen. So, ich glaube, Logan den Dragon, die direkt von Konfrontation, das verliert Klaas und Gras ganz häufig. Auch da, Loli hat da rum, ist viel zu heiß gesprungen, und da ist rum, gönnt massig Zeit für den Beast, den zu versetzen. Weil nach mit der Demo, die aber auch nicht viel geröscht wird. Also proper gespielt. Auch nicht so gerissen, weil gut nicht so risken halt. Tipptopp am Timing. 3-0. 3 Minuten zu spielen. Und gesagt, ehrlich gesagt, nicht nur aus, wie wenn Klaas und Graf nach irgendwie wefend an die blaue Ecke zu kommen. So, Lode Beast. Ob den Dragon. Den JT kann für den Strike. Ich glaube, safe du nachher ob den JT. Den du Rafflit an natürlich. Sich der Punkt hält. Proper nach. Okay, geplant war vielleicht nicht ganz, aber von mir glaube halt ganz schlecht geklärt. Und mal sie beim 4-0. Ja, da tun das ein. Oh, der Crow, du hast den ganz gut abgepasst. Me, da geht sie schon nicht ausgespielt. Loli Hunter hast dort frei hesitaten. Alle 3 von Teams liegt auf 4. Schöne Bump vom Beastie. 2, also Nicolas dann direkt ob der Loli hat er ein bisschen durch den geholt. Und ja, perfekt gespielt, also quasi ganz Defense aus der Nähe geholt. Da war nichts mit zu holen für Klaas und Gras. Und ich meine nicht, dass so noch viel geschieht. Höchstens, dass Team Slick nachher weitere Punkt möchte. Ja, da mal ein Annäherungsversuch. JT, lo mit dem schönen Fake. Weißt du, sie löst wie ihn mit Klaas und Gras zu gehen hat. An Loli an der Stelle steht im Crow am Weh. Keine Kommunikation gerade. Chilo hat extrem unter Druck. JT Nanke, ob der Beast. Tip-top gespielt. Ja, ich glaube, einfach einmal denken, safe, weil an Gurneich, an Luli hat er auch keine Ahnung, was zu machen ist. Muss ich schon bald so ein unglücklich an Finale kommen? Oder so mal im Quarterfinal. Weil sie hatten aber definitiv Gegnerin, die Klaas und Gras Stier konnte bitten. Und ja, zum Beispiel Bar wäre ja in diesem Fall gewirrscht. Aber die waren halt immer wahrscheinlich einfach noch nicht fit. Aber ja auch ein ganz enges Match. Aber trotzdem, als die Leistung von Klaas und Gras momentan ein bisschen am Keller. Ja. Team Slick hat super Performance. Gesagt, viel passen. Schlau, clever Spielstiler. Handbumps, die kommen noch immer dann, wenn sie gebraucht gehen. Kann ich nicht gehen so.
Mauer. Ball geht auf Loli Hunter. Loli Hunter findet endlich den Weg für die Brasil herauszukriegen. Ja. Auch bei Team Slick kann den Open nicht geschehen. Mit Wetterseepunkt gegen 7 Goal. Und nach 36 Sekunden 6 Goal zu kriegen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ganz einfach schon Ball und Magie haben. So, ich meine, wir sind hier aber Ball durch. So, Lohnecker, Backboard, den der Biss sich probiert zu holen. An der kriegt den Zug, okay, McLaughlin hat den das gar nicht so schlecht getroffen. Kaum muss nur passen. Probiert dann den Angriff, JT. Den Dragon pincht den Ball. Lässt den Ball an der Luft. Einfach Zeitspiel. Und da geht der Buzzer wieder Goal, den aber auch nicht mehr viel bringt. Ich glaube, zwar gut gespielt, 2 Goal hat sich gesichert. Also aber nicht durchgegangen, 4 Teamsieg abzahlen. Und damit fällt dann Glass und Grass an die Losers. Applaus für die Equipe. Und dann machen wir direkt eine kleine Pause und springen an das nächste Match.
ihrem Trick auf der LGX. Ich spiele an die starten nur gleich. Ich join schon den Server. Das ist das nächste Match an den Loser Brackets. Also haut geht die erste Equipe eliminiert. Sind nicht Aschleifrau oder ist es Bar? Man wird gesehen. Ich gesehen. So, die Leute joinen, ich fange gelohnt. Wann ein kurz in der Brach gehen. Also wie gesagt, wenn Hilo verliert, DG-Team. Für den ersten Showdown 2019 endgültige River. Von denen 8, die wir auf der GX invite tun. So, geht direkt um. War ein guter Start. Viel Druck. Lo ist Raptor low. Luca. Du hast halt einen wilden Durchgang. Dark Dragon, du keine Chance gehen für ich hab's mal Ball zu machen. Turek. Ob der Loris Raptor. Und du ein schönes Demo kommen vom Dark Dragon. Hallo, Niso, spring das Loot. Misst du den Ball, Luca rennt du sein Meter rum und du hast Doppelboot. Der aber nicht versenkt Guinness. So, ein neue Demo. Du hast weiterhin den Goal frei, los, hab das aber für den Ball zu saven. Du forces, als auch du durchkommen. Und das war ein guter Versuch vom Loris Raptor High. Hast aber nicht durchgegangen. Nicht so ein Ball. Schlägt noch 4. Und der Luca. Geht den Turek. Turek gewinnt den 50, verliert aber Ball. Ne, bleibt stur, gewinnt. Weiterhin Ballkontrolle. Lässt du Aschläferer gut keine Chance, irgendwie an den Angriff zu kommen. Und nicht so. Möchte du im Druck. Ja, du misst für beide Equipen. Luca kann aber weit rausklären. Da rennt er ungleich ran. Turek ist aber dafür zu saven. Und du hast schon bald den Unterversuch für Aschläferer. Backboard Pass. Gute Klär von Dark Dragon. Loris Raptor. Und Demo. So, der Luca mit einem guten Pinch, weit nur 4. Loris Raptor konnte nicht verwandeln, geschehen, eine weite Klär vom Turek. Luca ist aber dafür Process zu unterstützen. Process. Den den struggle, du strugglen nicht ein bisschen. Den mal lädt. Frozex. So nennen wir ihn Englisch. Hallo, schöner Versuch vom Loris Raptor. Du, gute Flick, aber Ball leider nicht mit Goal. Hat Kind eine Goal gehen, weil das natürlich extrem unerwartet kommt. Das haben wir zuletzt eigentlich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob da Leinwand. Und dann Turek, gute Clear-High. Ne, so. Wird doch gewonnen für seinen Mate. Vierte Ball sich zu sichern, aber. Hallo, weiter Clear vom Niso. Luca könnt du. Ungefähr an Batmobil heute natürlich so ganz gute Winkel gehabt. Gut, dass ein Dark Dragon da war. Der war definitiv on target. Aber weiter geht es. Lo hat den Turek seine Chance. Dann bleiben wir damit erwartet. Niso konnte leider kein Pass rauskriegen. So, Luca gut abgepasst.
Fro 6. Pass auf, Luca. Und Luca Misto. Fro 6 mischt auch nicht mehr beim Ball an. Nicht so probiert es. Turek hast du geblockt. Jeden vom Loris Raptor an Loas. Natürlich den Moment rüber geschwankt, ob Arschläferer. Oh, und du ein schönen Unterversuch. Also, offensiv von den Arschläferer, die kommen so los raus. Da tun wir am ersten Match, wo wir so gesehen haben, nach gar nicht so erlebt. So besser. Dann lo schlussendlich an die Loser Brackets, wo sie halt mit der Elimination zu kämpfen haben. Können so. Es scheint dann in Overtime zu gehen, wenn den Dark Dragon Log der W nicht findet an den Goal. Und der Luca dribbelt den Ball zu gehen an die Orange-Halschen. Und Turek mischt zu gehen nach mir schlimm. Das war ganz knapp. Gute Save-Five vom Niso. Haben wir weiter Overtime. Ja, wie gesagt, Golden Goal. Den ersten, den Goal kriegt. Den ersten, den Nerven verliert. Den aus an der Serie dann direkt mal E-Punkt hannen. So, gute Clip vom Turekai. Andor holt den Ball dann ran, unglücklich. Und die drei legendären. Der W-Font, man denkt, komischer Pass, aber das ist der Gang für sie zu verwirren. An 1:0 für Bar. Ja, also wie gesagt, das war ziemlich ausgeglichen. Unglückliche Goal. Ich meine, war aber auch nicht gut gespielt von den Arschläfern, muss ich sagen. Da muss halt mehr Druck kommen. War Druck da, aber das natürlich für den Ball zu versenken. Und ja, an der Overtime will ihn definitiv nicht landen. Und los schon gar nicht mehr, weil lo kann nicht so gut aussehen für die Arschläfer. Sie sind als Wildcard rankommen, geht wahrscheinlich als erstes Team. So, Loris Raptor. Letzte Stadt natürlich nicht gefallen. Luca direkt mit einem schönen heißen Schuss. Gut gespielt heute. Da das natürlich die Offensiv, die an Rocket League wichtig ist. Demnächst hat er keine Chance gegeben, zu reagieren an Tip-Top-Pass. So, lo natürlich fürs Blatt gezogen. 5 Minuten sind zu spielen. An den Niso. Mit einem schönen Longshot. Den aber unter Fro 6 geht. Und der Loris Raptor versucht den zu versenken. Fro 6 Neunker um Ball. Loris Raptor Neunker. Luca letzte Zeit drin. Letzte Zeit, ja, da könnte der gleiche Goal rausfallen. An der Overtime. Einfach so sneaky, ganz ernst. Ja. Luca, du die falsche Rad gedreht, hat sollte vielleicht ein bisschen mit auszustehen. Hast halt quasi die drei Spieler von. Oh, der holt den Narenka ran. Unglücklich. Gute Kicker von Bar. Und du da sind da schon jetzt Hannen dran. Muss natürlich schon mehr Druck kommen. So, Loris Raptor haben eine Chance. Turek wird gut gesaved. Ja, Miss vom Luca. Fro 6 ist aber dafür zu saven. So, Backboard Pass an die geht auch immer ran. So geht der Match intensiv. Du willst keine Kipp verlieren. Also das ist auch klar. Ich meine, Velo verliert, der sitzt wahrscheinlich nicht mehr das Jahr auf den PC. Loris Raptor. Komm um Ball. Dark Dragon hält die Ball sich. Letzte Sturzzeit. Versucht einen guten Dribbel, spielt sogar zwei Spieler gut aus. Und Turek kann leider nicht den Goal verwandeln. Und Ball schwenkt drum rüber. Oh, der Miss vom Dark Dragon. Das hat nicht dafür geschehen. 3:2. Hier wird der Pikachu definitiv mehr stark wie den Entei.
an den nächsten Versuch von Aschläferer. Ganz unerwartet auch als letztes Siedlo gegen den Gewinner von Qualifikation Nummer 2. Sögen für den Upset. Und der Los, der probiert schon, ist unten direkt ganz aggressiv. Gut vom Turek gesaved. Dann hält sich der Baslo. Aber weiter geht es. So, Luca verliert den Ball und den Turek. Dark Dragon saved den Ball. Der Ball rollt rum, ganz gefährlich. Turek hält den Matt. Verliert rum, geht Throw 6. Luca Ball passt trifft auf Loris oder der letzte steht schöne Fake. Turek aber gut gesaved. So, Niso steht innen als Brett an der Defense. Mr. Miles hat klären, genau. Und den Dark Dragon. Das hat natürlich auch da. Und da könnt ihr schön Spiel Fuba. Geht aber nicht dran. Anderem Doppelboot. Oh, der Dark Dragon geht doch ganz aus dem Egal an den Loris Raptor. Dominanz ist da. Muss natürlich so Sinn sprengen. Bar. Hun schon ein Match gewonnen. Ja. Aschläferer mussten halt Ludwig Steck gewonnen. Aber das natürlich noch nicht verlöfbar. Kann natürlich alles sein nach geschehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich noch höre. Ich habe mich kurz gemüht, weil ja, ich habe da Nervenbühnen. Ich meine, ein bisschen viel zu quatschen, ein bisschen hart. Ja, wie gesagt, also weiter geht es. Okay, gut geschickt bislang. Luca probiert da drum. Throw 6. Nicht so schöne Long Shot. Den der Lois hat da aber schön brav klärt. Vielleicht ein bisschen zu viel Booster verbraucht. Und da ist schöne Schuss vom Dark Dragon. An Tiptop versenkt. So war es gut. Die Lois Raptor nach drin. Wird also sehr Meto ein bisschen wahrscheinlich durch den gemacht. An sich ist bis Minute kommen, die Orange. Und ihrem Gewinn. Loris Raptor. Kletter im Weit noch 4, nicht so zieht sich zurück. Turek am Goal. Ah, ja, der Nis hat sich noch nicht auf zurückziehen. Er sollte vielleicht ein bisschen mehr turnen. Oder Turek vielleicht raus auf den Angriff. Aber weiterhin. 1,5 Minuten zu spielen. Game 2. So, wann Aschläfer sollten lo gewonnen. Und nach Spiel 3 hat man auch haut nach gar nicht. Also alle Equipe hat bislang immer 2-0 gewonnen. Respektiv 2-0 verloren. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich mal ein Druck für die ganze Equipe vorbei. Das ist natürlich nicht einfach lo. Sie können laufen natürlich auf, sie sichern den Goal, also den Druck aus 2. Luca lässt schon Zeit, kriegt den Ball noch 4, vielleicht keine sehr gute Idee. Getto war die Chance, einen abzuholen. Nicht so. Proper geklärt an den Dark Dragon. Den Ball, unglücklich vom Luca getoucht. Aber Lussen do war auch nicht mehr richtig und der Ball, do ist ein Doppelboot. An der Stelle verholen sich den Sieg. So, Nisso ist kurz vom Server gegangen.
Ich weiß nicht, wer hat den nicht so geliebt, dass... Wer was so geliebt? Hey, wir hatten eine kleine Pan. Ihr sollt gemerkt, wer schon River. Wir sind aber bei der Int. Warte mal kurz auf den Niso und dann geht das direkt dran weiter. Falls wir noch joinen, stoppen nicht direkt das Match. Steht einfach am Rand zu kommen. Okay, da sind wir bereit. Ganz komische Lief. Aber bon, da sind halt konzentriert. Und sie haben natürlich das Scoreboard nicht wie mehr umschirmen, obwohl er zwar auch in-game angebaut ist, so ich joine direkt dran. Und da spielen wir weiter. So, geht weiter. Last Spiel. Last Chance für eng für beide Equipen. Dann weiterzukommen. Die Equipe, die verliert. Der ist natürlich raus. Hallo, Loris Raptor. Dann kann man versuchen. Nicht so gut durchkommen. Turig ist auch noch da. Konnten da aber nicht was machen. Luca war zu stark an der Defense. Oh, du ein Demo vom Dark Dragon High. Der Ball kennt aber leider nicht durch, obwohl. Du hast pass auf den Niso. Niso ist schön an der Luft. Trifft der Ball aber leider nicht. Turig könnte aber dann gut geflohen. Und Luca nach so just geklärt. Los hat das aber für die Situation ein bisschen zu handeln. So, du ein passt dran. Also die Aggressivität von Aslo definitiv viel mehr heiß. Und du hast den Change gespielt vom Dark Dragon. Den ersten Goal. Tipptopp. Hanna direkt vom Keeper von Aschleiferer. Und weiter geht der Dark Dragon. So, Lorem Chance wird nicht so, den ist auch on target. Top Corner. Ja, da geht dann schnell von Lorem ein bisschen ab. Wollen die Gegner vielleicht nicht so ganz seriös. So, Luca tascht sich da rund. Gewinnt geht nicht so an Dark Dragon, obwohl nicht so recovered wird aber nur gemisst. Turek muss sie für die Safe zu kriegen. Was Raptor probiert es. Und da, schöne Schuss vom Luca. Gut gesehen. Ja, da war der Los Raptor noch drin. Sonst wäre die Clear besser gegangen für den Turek. Und schlecht gespielt. Von Arschläferer. So, kommen sie da Lorem zurück. Können sie den Rückstand Lorem abbauen? Oder Aspa zu stark. Nicht so probiert immer bei Demo zu kommen. Dark Dragon kann aber nicht gewinnen. Und Royce Raptor. Vom Los hat er nur 4 Brüche. Turek ist einfach am Do an der Luft. Und Dark Dragon lo auch nein, wird zwar gemisst und du könnte Base clear von den Arschläferer. Und den Dark Dragon konnte Boost. Okay, es hat im Moment so ausgesehen, wie wenn der Luca do mit schnell wo. Aber was der Server sieht, da das möchte. Und wenn der Server sieht, den Dark Dragon war echt drin, dann war der Dark Dragon echt drin.
So, Lonecker. Luca auf den Frosek. Und dort los, ich habe den Door-Stoppe gut, ja. Gut gespielt von Arschleiferer an. Mal sehen immer einen Gleichstand. 51 zu spielen. Und noch keine Entscheidung. Bleibt also spannend. Das ist im ersten Losers-Match. Hallo, hey, Schei Ruf. Könnte Ball auf den Dr. Dragon den Ball zu gut treffen. Und Keeperin Domat komplett aus dem Ego löt. Ja, muss ich so Throw 6 wird sich ein bisschen selber ausgespielt. Luca war auch drohen, also. Du hast wahrscheinlich ein bisschen schlecht kommuniziert, gehen. Aber aus immer am Rennen. So, Dark Dragon, schöne weite clear. Luca lässt Sturmzeit. Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Nicht so Sicht passt da. Dark Dragon drehen aber nicht. Ball bleibt aber am Blauen. Oh, du Frosex. Verhindert du den Luca. Luca kann da wahrscheinlich durch. Und den Ball aus dem On-Target. Ne, hast du nicht. So, den Dark Dragon mit einem guten 50 High. Und der nächste Versuch, du hast den Dark Dragon 6 Chance. Frosex gut geklärt. Aber Bar heute definitiv Kontrolle über das Spiel. Ball leitet über hinten. Frosex Snaker. Oh, und du, also Frosex mischt gerade gut nicht. Ja, also steht viel den anderen Spieler am W. Bönnert sie ein bisschen an den letzten 20 Sekunden. Du werdet nicht so schlau. Und der Ball andauernd zurück an die Blau halten könnt. So, Brawl will schön an der Luft zu bleiben für die letzten 10 Sekunden. K-Boost beim Loris Raptor do. Hallo, laufen natürlich runden. Wenn Lo verliert, den Ass raus. Und es sieht da noch aus, wie wenn wir einen Gewinner haben. Und zwar Bar. Applaus für die Equipe. Und noch guten Applaus für die Arschleiferer, die als Wildcard rankommen sind. Das ist leider nicht durchgegangen für heute ein Match mit Team zu holen. Trotzdem aber an der Serie einen Punkt gewonnen. Respekt. Und dann gehen wir einen kleinen Pause und dann sind wir direkt am nächsten Match weiter. Wie gesagt, Gewinner bleiben sitzen. Heißt, Bar spielt direkt nach Renker.
Gut gespielt. Vom Sorahai. Das ist über Roman. Ne, geht nicht an Luft von der Teig. Ah, ne. Wird näher für einen Behal. Gehen den Dark Dragon. Ja, nicht so. Wird dafür gesorgt, dass die Ball nicht an das Netz geht. Also nicht so. Dark Dragon kriegt so seine Chance. Backboard. Astane Fubado. Ja, gute Bump. Torik chased Nenko und Backboard. Nicht so hart, leider gemisst. Bump war schon geschickt, also Sibo war schon aus dem Goal gedriven gehen. Hat nicht mehr nach Schuss müssen kommen. Das probiert wahrscheinlich Sparlo demnächst nachrenken. Für die Defense zu raumen. Man muss in 2 Goaler geschehen, sonst geht bei Deska an der ersten Runde. Mit einem 1-0 an der zweiten Spiel. An der Nachrenken vom Dark Dragon über die Brede geschossen. Vom nicht so schön durchgepasst. Ah, ungleich vom Sora drauf gelandet. Mir trotzdem gut positioniert vom Dark Dragon. Oh, Sibo. 22 Sekunden laufen auf. Du läuft Zeit auf. Und damit hält der Encore die A-Stron. Ja, okay, also war ziemlich ausgeglichen. Ich weiß, dass Bahn noch mehr spielen kann. Also, mal gucken, wie das ausgeht. Wahrscheinlich war das so ein bisschen unherrscht, dann hast du natürlich nicht einfach. Aber Bahn hat definitiv die 4D. Schon abgewärmt zu sehen. Will noch direkt weiterspielen. Wir gehen nach Game 2. So, Dark Dragon. Man denkt Fake. Reden einfach Shake Sinn und Mauer geklärt. Tory könnte aber mit einem Schuss ran. Geht der Potto. Fängt aber nach Ruf an 1:0 für Bar. Bar ist Do. So, Lohn, ich gerade ein bisschen verpasst. Sora hat den Goal geschossen. Aber wir sind beim Ende, also den Turek sein erster Versuch in Führung zu gehen als Fort. Und du hast eine Demo geschickt, okay, Bas do. Die Demo in die geht die kommen Encore noch nicht so gut tun. Also ganz proper muss ich so ein ganz proper Demo für Bar. Schlau am richtigen Moment. Leider kann der Ball nicht immer richtig rüber. Du warst schon nicht ein Demo. Und die Mengste Sibo also nicht Goal genoss vom Dark Dragon.
Sora. Niso. Und der Pinch geht noch an. Und, oh, was ist das für ein Schussgewicht vom Sora? Flippt du an den Ball ran. Und, oh, okay, ja, war aber ein gut Kontrolle. Also, schön nach meinem Boost weitergeholfen, für an der Luft zu bleiben. Also, sich auszurichten. Also, aber verdiente Goal, weil du nicht zufällig geschickt. Und nicht so. Ball passt auf den Sibo. Sibo ist auf den Breden. Brede versicht sein Glück und unglücklich safe, aber ganz gefährlich gewischt. Also war ein gut Ausgang. So, Breden hält nur dem nicht so all bewusst fort. Und bleibt sogar am Ball. Kriegt auch den Director geklärt. So, Dark Dragon. Sibo, hast du gebammt gehen? Der Mo vom Sora könnte ein bisschen später passiert in so oh, geht geblockt vom Sibo. Und da war ein Backboard-Shots vom Turek. Sibo rammen auf ich. Was hast du für einen Flink vom Reden? Nicht so schön direkt passiert auf den Dragon. Turek hat den Ball gut. Die letzten Minuten laufen. Okay, es sieht ganz schlecht aus. Die, wenn sie keinen Druck machen und die Runde verlieren, gehen sie als den 5. an diesem Turnier aufgestempelt. Pardon, als den 6. Und wie gesagt, das vielleicht noch nicht erwähnt gehen. Alle gut Top 8, die heute gespielt haben und auch Spiele werden. Recht auf ein Price Pool von 2000 €, den natürlich verdient wird, ob die ARD kippen. Der erste Platz kriegt natürlich mehr und der letzte natürlich am meisten. Mir trotzdem, allein Qualifikation zu packen, ist schon viel wert. Ein schöner Versuch vom Sibo durchzukommen. Der noch Spieler von Fred Jeitzen. Also der so raus an der Luft. Droppt die Ball auf, nicht so kann erklären. Reden, man denkt im Versuch für den Ball zu pinchen, spielt der Ball nur zurück, will ihn nur auf Zeit spielen. Sie bringt ihn dann nur Vierter, das ist natürlich ein K.O. und nochmal das Bar eliminiert. Als 6., nicht als 7. dem Match spielen wir lo. Großen Applaus und Gewinner. An Respekt und der Verlierer. Merci wird manchmal beim Showdown. Wir gehen dann eine kurze Pause und dann kommen wir direkt zurück.
Willkommen. Ich weiß noch nicht, was für gefallen ist, mir haben ein technisches Problem. Sobald die Bewerber starten wir das Match einfach nicht neu. Ich meine den Reset. Ja. Sind Sie bereit? Jeder ist bereit? Sind Sie bereit? Ja. Okay, also wir hatten ein kleines technisches Problem. Wie so am Ruleset steht, von Teams des GC für den Reset an den ersten 30 Sekunden können wir da noch rausschreiten, mit Dono als Spiel halt gelaufen. Dann können wir der kein Spieler sozusagen einen Time ausrufen. Ein Time ist zwar möglich, aber das muss schon einen ganz speziellen Grund tun. Und eine Footage-Controller leider nicht. So, dann kommen wir mal ein bisschen an den Match ran. Also, als die heute gute Clear gemacht, ab den Toby die List, den der Ball aufgefangen wird. Enger fast low, Richtung IST. Enger fast, soweit ich weiß, sind ähnliche Spieler am Turnier neben dem Luca, die nicht auf Octane setzen. Bei Mobilisation noch an der Mitte relativ gängig, während den Dodge halt absolut mensch quasi nicht gesiegert. Lemo. Turbidilis. Versucht direkt durchzukommen, kannst du durch. Eingefasst. Und der Lemo. Möchte den nächsten Goal mit einem schönen Drop.
den Ultra Price Stone nicht mehr klären konnte, obwohl der Boost war da, das ist ein bisschen um Timing gehabt. So, auch weiter geht der Ultra Price. Verletzt der Ball unten angefasst. Diogo ist aber dafür zu saven, dann passen auf den ICIC mich direkt weiter. Und Ultra Price probiert man einen Fake da durchzukommen. Backboard Pass vom Diogo, die aber gut gesaved ging als vom angefasst. Silo über die Limo gespielt. Das ist Chance für Gravity Rush. So ein schöne Fake vom Ice-T und angefasst, aber Tobi Delis war da für das ganze Saven. Und auch im Backboard vom Diogo getroffen, hat auch kein Dragon. Hallo, Chance für Ultra Price. Pinchen leider nur 4. Und immer das natürlich nur eine Woche fort, weil den Ice-T auch im Zweck geht. Auch heute nicht abgehen. Lemo probiert. Geht auch sogar über den Diogo. Und Tobi die Lizards für die Person zu wählen. Ganz gut gespielt halt vom Lemo. Also ein Mate. 2:0 für sein Rocket. Da war ein Demo rum. Tobi ist Lolo einen gegen den ICC. 1v1-Situation gut geklärt von ICC. Schön auf den Flick gewartet, bisschen sehr gelost. Also ich gehe Stress doch nach. Und weiter geht's. Hallo Backboard. Schöne Longclear vom Tobi ist. Lemo, nee, lässt Tobi Listen ein Kadrogo und Lemo wart. Oh, was geschieht angefasst. Und den Diogo. Diogo fährt nur für Pass auf den Eis, die den auch schön gespielt genoss. Vom Diogo auf vom Eis, die heißt Zusammenspiel tiptop gestimmt. Und das 2:2. Eine Minute zu spielen. A Gravity Rush konnte gegen seinen Rocket ausgleichen. Fast ob den Ultra Price war gefehlerisch. Das war nicht gekommen, so wie es sollte. IC passt ein bisschen auf den Enger fast, also das ist momentan ein bisschen so Ping-Pong. Geht hin an hier. Und du hast den Limo drin. Der kriegt so gute Winkel hin, war ganz knapp. Gut gesaved, aber oder abgepasst vom Ultra Price. Und dort der Schuss vom Diogo. 3:2.
So, du hast gerade versucht, Balance noch um Leben, mir das in der Blau halten, das ist nicht so gut. Me, ja, du droppt den. Okay, Gravity Rush 1-0. Also nein, ganz schön zurückkommen, nur dem 2-0 von Sign Rocket. Hat ausgesehen, wie waren Gravity Rush ein bisschen abgeht. Aber sie haben sich schon ein gerappt an sind nur nach ein zurückkommen. Und haben so gut Führung gekriegt an der letzten Minute. Wir haben 3-2. Ein interessanter Match, weil auch extrem ausgeglichen. Am Anfang ist Zero Rocket der Favorit. Der Underdog Gravity Rush wird aber bewiesen, dass er nun gleichen Niveau spielt wie sein Rocket. Vielleicht sogar ein bisschen mehr weit. Aber ich wollte Spieler von Gravity Rush sind nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Und geht weiter. Natürlich ist es für Sun Rocket schwierig. Sie sind Loser Round 1. Sie kämpfen weiterlaufen am Turnier oder der Platz 7 am Gesamtwertung. Schön ist das vom Diogo Hai. Remeng Shape passt vom Ice-T durchkommen an. Diogo konnte schön raussetzen. Turbulist probiert nach alles für rauszukommen, wird aber nicht geklappt. Ja, den E-Goal ist natürlich wichtig für Gravity Rush. Schöne Klärung vom Ice-T. Wird sich so lange in der Luft gehalten. Den Ball okay verlanscht lassen. Hallo, den Diogo mit einem Longshot. Nee, kontrolliert den Ball. Kreten über den angefasst. Lemo ist aber dafür zu sehen. So, Ultra Price misst den Ball. Und angefasst probiert sein Glück. Diogo konnte aber da gehen sprangen an. Geht der meiste so gut, der Ball noch weiter Lemolo. Gut geblockt von Ice-T. Sein Rocket Loam struggling. Ja, Ice-T mit einem kleinen Fake. Da merkt ihn, dass Kommunikation bei Gravity Rush definitiv stimmt. Mein Ice-T wollte Ball holen, während der Kapitän aber gesagt hat, das möchten holen. Und dementsprechend uns auch nachher mit Ballkontrolle. Und ein bisschen Kontrolle über das Match. Schlecht vom Diogo hat gespielt. Hat da schön an den Corner geschossen, wo der Goalkeeper nicht mit Druck kam. Stonger ordentlich stumme die Situation halt eiskalt ausgenutzt. So wird es Sinn. Und sie bauen hier einen Viersprung ab. Aber lassen noch wirklich Sign Rocket gar nicht mehr agieren. Wirklich gar nicht mehr. Also Gravity Rush, die wollen nicht hingehen. Die wollen nur noch auf der Bühne sitzen. Und um den nächsten Platz zu streiten. So, 3-0. Das ist natürlich noch für Sign Rocket, droht Alarm, in die Uhr gehen. Jetzt sind die 3 Minuten, die Sign Rocket Low von der Elimination trennt und du könnt den nächsten Konter von Lemo. Schön geschossen. Und du machst immer noch 2 Goal. Unterschied. So, Lemolo direkt nach, Chance. Damo vom Ice-T erst durchkommen, du kannst den angefasst, den aber leider Landschflitt an Diogo klärt die Situation. Gemüter berauschen sich schon ein bisschen im Feld. So, ein Demo. Gravity Rush geht low. Wahrscheinlich hat der Rotation ein bisschen gesteuert. Von Sign Rocket, da eigentlich passt vom angefasst. Zu 2 geklärt. Demo, also Sign Rocket gesagt anscheinend hier eine Chance nach bei den Demoen.
besonders bei den defensiven Rotationen immer ein Spieler mitzuholen. Und es scheint sich auch auszuwerten. Er ist wunderbar gespielt. Shape-Pass auf den Toby Delis. Den natürlich versenkt. An 2-3. Lo lebt natürlich der Countdown. Mit 2 Minuten zu spielen. Gravity Rush war definitiv an der Stelle mehr aktiv. Und uns sich wahrscheinlich von ihrem Ruhm ein bisschen zu viel beeinflussungslos. Musste natürlich schon ein bisschen auszahlen. Sind immer nach 2 Minuten. Und natürlich der Fehler, dass die erste schon gepackt tun. Heißt, sollte Gravity Rush low in droppen. Und sie nach reinkommen. Nach ein Lastspiel. Für den Malheur zu fixen. Ultra Price lo gemisst. Diogo Asavado. Und lo. Ice-T. Könnte Limo angefasst, könnte lo durch. Aber wir sind beim 3-3. Also so schnell lässt sich Sign Rocket dann aber nicht aufschreiben, wie Gravity Rush vielleicht gemengt wird. Wir spielen auch so weiter, bleibt spannend. Mal gucken, ob Gravity Rush sich schwenken kann. Aber am Trigger an das Spiel herankommen. Ice-T. Lemo. Probieren wir alles da durchzukommen. Das geht Druck mit bei Gravity Rush. Sie losen ein bisschen Sun Rocket spielen, wie Sun Rocket das her gerne will. Obwohl, der Diogo könnte nur nicht ran. Kriegt den Ball aber nicht geholt. Mist vom Ice-Team. Lemo passt auf angefasst. Ganz gefährlich. Und ich meine, der Ball geht an die Overtime. Nach einem Longshot vom Ultra Price. Und der Ball ist nach dem Leben. Diogo könnte drauf. Hält den aber nicht. Geht lieber an die Overtime. Für einen Kickoff zu kriegen. Und daraus vielleicht Strategien aufzubauen. Momentum zu gewinnen. Der Momentum ist aber definitiv nicht dort. Das ist ganz gefährlich für Gravity Rush. Du hast natürlich Konzentration gefroht. Bei dem Druck hier auf der Gigs. Am Comedy. Und die Leute, die nur gucken. Und natürlich der Gegner. Den ich nicht einfach nicht. So, Sun Rocket. Könnte schön durch. Diogo aber nach dem Ball für den Clear. Und dann hier, du hast ein Demo geschickt. Sun Rocket wird den Spieler verloren. Nachher Spieler verloren. Bringt aber nicht, weil Defense für Gravity Rush ist zwar dumm, aber kann nicht mehr so richtig an den Angriff. So, Lode Pinch vom Lemo, der geht ein bisschen off-corner. Ultra Price. Passt auf Lemo an. Lemo hat natürlich eine ganz gute Chance, den ranzumachen. An sowas schnell in 3-0 verspielt gehen. Und wir spielen im Drittspiel. An dem beide Kippen eine Chance tun, an diesem Turnier dran zu bleiben. Der Verlierer, der geht an diesem Punkt vom Turnier leider heim. Also eine gute Performance für Gravity Rush. Am Anfang, der Sun Rocket hat nur behalten und hat das ganz drum umgedreht.
3-0, 4 an dat zu verlieren, das ist natürlich bitter. Und da muss natürlich lo, denke, viel geschafft gehen, dass in der Safe hinkriegt. So, enke fast Asner, Sunrocket Asner an enger strategischer Diskussion. Und du könnt den hocken und dann drücke mir natürlich auch ready. Und dann gucken wir, wen hält sich dann den Titel ein? Wer bleibt am Turnier? Für wen das am Day One für die Playoffs schon der Schluss. So, Eisstilo, mit einem Solo-Play. Bringt der Ball und läuft Diogo zum weh. Spielt sich der Ball da aber ein bisschen weg. Fake vom Eisstilo, Tobi die Liste aber gut abgepasst an Hüttel Kontrolle. Lemo möchte schon brettern damit. Diogo gut gesaved, Lemo chased. Foto. War ganz knapp, eingefasst waren dem George schon drin. War aber wahrscheinlich ein bisschen zu hetzig. Und du hast Demo. Schöne Klärung vom Diogo an Diogo Orazanigo. Also Sierra Rocket die Sicht. Nur die Spots, wo die Spieler fehlen. Und du könnt auch die Belohnung. Lemo. Geht halt. Mit einem schönen Goal. Für Sierra Rocket an Führung. Der Price Low da mal war. Fast probiert den Ball zu kriegen. Schöne Klär vom Ice-T. Ultra Price. Ja, das ist ein Pass, die können nicht durch. Ultra Price war du mehr schnell an der Luft. Wie Tobi de Lis. Den Spieler auch rufen, doink, doink. Also quasi eine Art wie der Ball über den Auto flitt. Ganz gefährlich. Lokenschuss für den Diogo. Diogo verfehlt. Und der Tobilis. Kontrolle geht einfach rum. Richtung Gravity Rush. Die Spot holen. An Ultra Price. Mischt das nicht ganz so. Shaper sei vom Diogo. Triggert mit. Ich werde den Engerfass an Ultra Price als Direktor für den Ball Shane Hayes zu kreieren. Sie sind am Spiel und bleibt spannend. Weiter geht es. So, Leute, Eis-Team. Ja, du, also. Ich war ein bisschen gesteuert gehen. Ein bisschen viel Informationen nebenbei. Lemo. Ice-T. So, Tobi Liss ist am Drohnen. Das ist ein ganz enke Match, also wirklich intensiv.
keine Kipp, die so Richtung de Goal könnt, weil immer trockt da das, also gibt richtig Gesicht um wie nie den Punkt kommst, heißt die. Und einfach fast probiert die Ball zu klären, Ultra Low. Auch mich geht um den Ball zu kommen, als er nicht kommen. Diogo gewinnt okay 50. Ah, du hast einfach Passremand mit, heißt die entschied sich einfach für die Kontrolle mit vierten Schuss. Du hast Teube die letzte Fehler gemacht. Ball geht nur an. Angefasst klärt, aber obwohl angefasst war gar nicht drin. Ball hat sich quasi von selbst geklärt. An los schöne Pass, Pinch vom angefasst zu Ball und Target geht. Und da ist die. Spielt alles beim Goal für Sun Rocket. 10 Sekunden, logisch das spannend. Gehen wir in Overtime oder fällt nur noch schnelle Goal? Enterprise. Es geht Overtime. Heißt, man spielt ja so lange, bis das von den Equipen ein Goal schießt. So, Ice-T, Logo Misteil. Lemmo natürlich eine Chance geschickt, damit geht aber nur an den Diogo kontrolliert den Ball, aber letzte Sturzzeit kennt keinen greifen, angefasst das war drin. Lemmo. So, geht der Ball in Richtung von Gravity Rush. Diogo möchte okay gut erklärt, das Kind du für uns zu spielen. Keeper zu zerstört gehen. Ice-T-Lo, 1v1-Situation. Turbid ist klärt, aber ganz gut. Diogo. Pass auf, oh Diogo, du bist so weit für. Das wird Pass gewischt und du. Gesetzt aus hier ein Turbid ist Gravity Rush rausgehalten. Durch einen kleinen Fehler. Muss ich so also. Wahnsinnsspiel hat Diogo leider nicht abgepasst. Sein Method tiptop agiert. Diogo ein bisschen noch weit zu viel und Toby Delis gewinnt den Match. Da man das Gravity Rush eliminiert. Sun Rocket bleibt sitzen. Wir spielen den nächsten Match weiter. Gained. Class on Grass. Wir sind dann in einer kleinen Pause direkt zurück.
organisieren zurück. Die Spieler sind bereit. Sign Rocket gegen Klaas und Gras. Nächsten Eliminationsmatch. Sign Rocket hat ja bewiesen, dass sie Nerven behalten an einer schwierigen Situation. Und da gucken wir mal, wie Klaas und Gras darauf zu sprechen lassen. Angefasst. Probiert da durchzukommen, hat aber nicht gepackt. Crow am Ball. Es gedämmert gegen Toby Liss, probiert nur den 1v1-Play, kriegt auch den McLopa spielt. Crow bleibt aber bei denen am Ball. Hallo Lemo, guter Versuch. Angefasst, droppt den Ball rauf. Kriegt ihn aber nicht ran. Toby Liss. McLope. Mo flickt den Ball. Sherry war Loli hat also aber dafür zu saven. Momentan spielt sich alles ein bisschen an der Defense von Klaas und Grashof. Und da könnte Lemo mal einen Versuch, den Ball ranzusetzen. Und so ein Loli Hunter ist schon noch zu saven. Könnte nicht drohen, Crow. Und Ball. So, Crow. Shea Pass auf den McLope. McLope konnte die Pass aber nicht unholen. McLope pincht den Ball auf Shane auf 4. Mit Liss. Rocket gewinnt ein bisschen die Verhandlung, löser los. Kommen viel mehr Passe raus. Spielt sich auch alles ein bisschen mehr am Bereich von Klaas und Grashof. Sie kommen nicht mehr so richtig auf 4. Ich meine, McLope hat die Pinch probiert. Also auch direkt am aufgefangen gehen an Lot. Den Loli hat man denkt, Miss. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wie hat der Crow da kurz auf Seite 4 den seinen eigenen Mate zu bumpen. McLope konnte auch nicht kommen, aber Loli Hunter hat eine gute Chance eingefasst, wird aber gut aufgepasst, das gute Land. Hallo der Crow. Nicht sein Flip, also du kein gut spielen. Okay. Dann ein Schiefgang. So, also die Forces über den ganzen Tag bei Klaas und Gras definitiv nicht stark gehen. Und du eigentlich immer von Toby Liss und McLope an nach gedämmert gehen. Crow also am Längang. Man will den Ball so gut durchspricht. Also muss ich wahrscheinlich auf den Crow aufpassen. Und da manchmal weiß Sign Rocket mittlerweile auch. Das ist so ein bisschen der Playmaker von Klaas und Gras. Ein Problem, den bei anderen Teams vielleicht nicht so herrscht, wie zum Beispiel Sign Rocket, wo bis jeder irgendwo wäre das. Klaas und Gras braucht besonders Defense immer nach Unterstützung von Crow. Sie wird Spieler aufzuwehren oder selber den Ball zu klären. Aber Lo probiert der Loli man denkt Flick, den aber nicht durchgeht. Eigentlich fast du mich schnell. An den eigentlich fast Jod oder Crow durch das Netz. Also ich meine, sie sind ein bisschen auf jeden Fall aufgesehen. Loli hat eigentlich Shapers High. Wird aber geklärt von Toby Liss. McLope. Haben wir sich schon bei 20 Sekunden, also das alle Momente River.
Also Ball bleibt an der Blo halt schon truppt an mir am Overtime. Lemo an Tobi de Lislo an der Luft. Das wird Chance. Ganz gefährlich eingefasst, aber gut geklärt, heute Sturm, Zeit verschafft. Und die ganz gefährliche Situation da aufgespielt. So, Lemo. Es ist ein Pass für uns spielen, das aber kein gewischt. Tobi de Lis auf, am eingefasst. Und dort ist der Schuss von Lemo. Also Overtime ist sie wirklich haut bei Sion Rocket. Die Datei mit Team holen. Und damit ist die erste Partie auch schon gespielt gehen. Ja, also ein gutes Spiel für Klaas und Gras, viel besser, wie man das über den Dach hier gesehen haben. Sein Rocket könnte auch ein bisschen mehr aus den Genre raus. War ja auch ein bisschen eng gegen Gravity Rush, schon aber nervös bewiesen. Und haben sie sich halt auch nicht durchgeschlagen. Hallo, der Crow. Was ist für Klaas und Gras ja schon drüber? Oder geht der Run um den nächsten Platz weiter? Loli an der Hut, ein Shape-Ball-Kontrolle. Das haben wir auch so noch nicht von Klaas und Gras gesehen. Die Zeit, sich Zeit zu holen, den Ball irgendwie an die Halschen kreieren. Loli an der Hut mit einem Angriff. Schön taktisch gewechselt zu sehen. Loli an der Hut am Angriff. Ja, ein Crow im Handen. Das hat man ja auch an der Qualifikation ein bisschen ab und zu gesehen. Das Klaas und Gras ganz gerne hier Spieler ein bisschen wechselt. Natürlich spielt jeder in der Rocket League, alle Positionen, aber halt, so, es gibt eine Rotation an, konzentriert sich dann mehr auf Defense, muss ich natürlich auch angreifen, aber am meisten lesen dann halt der Crow, dafür sorgen, dass der Ball nicht an die Corner geht, aber eure Crow kann man länger backflippen oder sideflippen, und an diesem Fall ist das deutlich gewirrscht. Face pinch de ballon McLeod. Information super importante. Rendez-vous dans 5 minutes sur la side stage. En dehors c'est 2-0. Pour assister aux phases finales du tournoi Fighter Z organisé par KO Gaming et sponsorisé par Le Réservoir, le partenaire Le Réservoir. Rendez-vous dans 5 minutes sur la side stage. On organisera donc les losers semi-finales, les losers finales et bien sûr la grande finale. On aura droit à un spectacle énorme. Rendez-vous dans 5 minutes sur la side stage pour du Dragon Ball Fighter Z. Ladies and gentlemen, don't forget that in 5 minutes we will have the great finale. Und da, schöner Schuss vom Tobi de Lis. An der den Sion Rocket geht hier hoch. Die wollen das mit Team noch proper getrennt. Tipptopp gespielt. Lusten, Klaas und Gras, gar keine Chance mehr. Aber Klaas und Gras bleibt nach Drohnen an. War der Schuss vom Crow. Der erste Ball für sich Brett gemacht, dann schön getauscht an. Der Force von Sion Rocket komplett. Also, nein, geholt.
Das war ein Zeichen. Klaas und Gras wird noch nicht abgehen. The Crow. Mit einem neuen Spiel. Fast kann der aber stoppen. Loli hat einen Miss. Und Tobi die List kriegt eine Chance. Lemo. So, The Crow. Könnt ihr mal zum Solo-Play. Und du. Ja, gut angefangen mit Demo war halt nicht du. Und wird natürlich das Spiel dann gestoppt. 1 Minute fertig. 4 Klaas und Gras. Nach rumzudrehen. Lemo kennt McLopey challengen und der Crow probiert, da ranzuschießen, also aber nicht gar. McLope. Crow. McLope. Donc on le répète d'ici quelques petites minutes, on sera les phases finales du tournoi Fighter Z. Hallo, der 50 den anzeigt, auf den Top of the List gespielt, genau Sando, was den nächsten Schuss von McLope, also geschieht das nämlich mit Sign Rocket gerade Waymat Gravity Rush, auch 3:04 gewirrscht, und war nach lang nicht gut genug. Müssen sich natürlich weiter konzentrieren, die 40 Minuten, die Sekunden gehen ganz alle für Sign Rocket. Wann sie gewonnen aus Klaas und Gras raus, wann nicht, gehen wir an eine Game 3. Aber vielleicht sogar eine Overtime. So, Crow, Engpass. Lemo kann den aber klären. Julian da. Ja. Okay. Außenlenker gut gegangen, das war immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, noch gute Safe. Kontrollleiterin bei Schultel gerade so bei Klaas und Gras, aber wenn ihn den Ball so weit rausschießt, da geht ihn natürlich auch seine Kontrolle. So, McLope, probiert den Einker. Ball ist an der Luft, das ist ja dem Crossing Spezialität. Tobi die List von Lodo und das gesagt nur engem Tod aus. Für Klaas und Gras. Sign Rocket könnt weiter, Klaas und Gras. Ass raus. Applaus für die Spieler von Sign Rocket. Respekt für Klaas und Gras. Der kennt es. Wir gehen an eine Kurzpause. Und dann spielen wir gleich Encore gegen Sign Rocket. Bis gleich.
wir sprangen drum zurück. Ob Sign Rocket gegen Encore. Nächsten Eliminationsmatch. Der Verlierer ist raus. Der Gewinner muss da warten, bis das Finals gespielt gehen. Und wir sprangen an den Match ran. Und dann geht es doch direkt los. Sun Rocket weiterhin am Blue, Encore R-Road. So, look natürlich spannend. Kann Sun Rocket seine Siegesserie weiter ausbauen oder ist es Schluss? Da ist die groß froh. Und Encore hat seine Fehler geschafft. Oder holen sie nachher immer nicht raus, wie sie mich stabil spielen. Zeit auf den nächsten Blick mal gut aus. Du kannst schon den nächsten Versuch für Sign Rocket aber gut geklärt. So, Lo Lemmo, weit nur 4. Sora hat den Ranker ausgespielt, aber eingefasst hast du für den Ugriff unzuholen. Lieber lass du heisch. Ich finde aber kein richtiger Striker. Lemmo als ganz Hannen. Sibolo, schöne 50 gewonnen. Am Breden hat du nicht getroffen. Donc, on patiente toujours et la partie peut commencer. Ah, on me demande de donner le niveau parce que c'est pas moi qui l'ai casté. C'est une excellente recommandation parce que je suis très mauvais au niveau. So. Ball lädt gut für Encore. Die Liste wird aber schön geklärt. Reden das aber ein Kadron sich das Sibo, du hast Pass. Sora Hannen leider double committed. Unnötig, als hat er total Sprit verbraucht. Andor de Sibo. Oh, bisschen zu heiß. Eingefasst. An Lemo, gute Clear. So, lo den Drop vom Brede, Ballversicht. Andor de Schuss vom Sibo und Lad. Brede kann nicht versinken. Sora Double Commento sogar ran. Das ist natürlich ganz schlecht. Mit Sign Rocket natürlich so ein einfaches Spiel mit der Sibo. Was in der Situation mich gehen. Er konnte sein Team Donenker für den ersten Goal retten. Und der Brede probiert es. Limo und Lad gesaved. Weil das aber noch nicht ganz geklärt. So, Sora mischt ein Druck. Ja, fast. Flicto hält sich aber der Boost mal so. Lo de Sibo. Ob den Sora. Sora ist an der Luft. Fake dort den angefasst. Mit habe die Liste abgepasst. Könnt nicht lernen. So, die Matcher gehen immer mehr ein. Das ist ja auch klar. So, es gehen gute Kippen von bisschen schwachen Kippen. Rausgefiltert an der Tor war natürlich ganz unglücklich. Limo High. Extrem steil Geschoss. An den Ball an eine ganz komische Position bricht. Auch nach 40 explodieren. Zu hoch an der Luft. 1:0 für Sign Rocket. Sibo. Sora, den der Ball klärt. Sibolo am Ball. Bringt ihn mit eingefasst, klärt den Weltke von Cordovo. Aber propere Weiten, klärt vom Teubi de Lissai. Eingefasst, kriegt auch den Ball gegraft. Also, Encore musst du ein bisschen mehr kreativ login. Die direkt Longshots an Long Passes gehen nicht so ganz ab. Rechte vielleicht ein bisschen etwas von Sibo-Singer 1v1 Magie. Die vielleicht auch können. Da lässt sich mal Zeit. Gute Clip von Breden. Und du hast den Fehler vom Lemo, aber Sibo kann den nicht on Target setzen. So war Mist. Breden. Liss.
So, gut abgepasst. Bleibt nicht um Backboard, okay. Springt dort dem Sibo ein bisschen an den Weg. Das sind so ein bisschen die mechanical Probleme, die Encore muss verbessern. Für ja, ein bisschen mehr stabil gegen Silent Rocket zu gehen. Muss ihn auch bedenken, sie haben schon eine Goal angestarrt und sind nach 20 Sekunden zu spielen. Der Donner Slow Chance. Aber sie kann nicht, dass man Breden hält einen Defenseur da, also Spiel. Also auch schon ist da. Probiert den Block. Sora. Ja, und der Lemo hat gut abgepasst. Letzter Versuch, Ball geht lo ganz komisch an Lot, enger Versuch drin. Und da ist von Encore für den Ball zu saven. Okay, 1-0 für seinen Rocket. Alles froh, geht Winning Streak für seinen Rocket weiter oder ist Encore lo bereit, sich das Spiel hier nach Ecke umzudrehen. Ja, und dann ein Goal ausgefallen, aber der Goal war entscheidend. Hallo, guck mal, wie das dann da rund 2 ausgesehen. Kickoff geht direkt für sein Rocket. Den hält sich den Ball aber. Probiert den irgendwie so schnell wie möglich in die Mauer zu kriegen. War aber schon ein Spieler von den Blumen da. So, Mist von Tobi List. Enger fast probiert direkte Chance. Lemo. Gutes Save vom Sibo. Ein Shape-Pass vom Breden, das war gut gespielt. Der war sogar ein Target. Oh, und den hast sogar Ball dran. Aber gut abgepasst für seinen Rocket. Und da unglückliche selbst. Also wirklich ganz komisch. Position vom Ball am Goal. Und ja, da geht ihn dann aber ran. Null für seinen Rocket. Für eine Minute zu spielen, ist also noch alles dran. Hatten die auch schon Ball gepackt, den Ball an der Silent Rocket Netz zu kreieren. Leider ist er nicht explodiert. Und Hanno kommt auch noch der Clear raus. Das sind halt die Millimeter, die hier bei den Top-Equipe von Lützburg entscheiden. Showdown, also gebe ich mal behaupten, das schweres Turnier hat den Lützburg wird. Großen Challenge, weil ganz einfach viele Equipen dabei sind und noch auf viele Runden muss bestehen. Ja, Showdown besteht ja mindestens aus 3 Runden. Nehmen die 3 Runden übersteht, der gewinnt auch der große Preis. So. Da geht ein bisschen Gesicht bei Encore. Wo sind die Lascher? Wo kann er rausschießen? Das war nicht gut. Tobi List könnte auch durch das Sora. Okay, hast du gut gegangen. Aber durch bestimmte Winkel, ganz gefährlich, gut gesaved, gut geklärt vom Sibo. Last Minute an der könnte der fast durch. Also Silent Rocket ist on fire gerade. Die haben Winning Streak für Winning Streak. Aber Encore wird noch nicht abgehen. Einer von den Spielern motiviert gerade die anderen 2 weitermachen. Das ist nachher immer nicht verloren. Wir sind nur gerade recht an Talsch gekommen. Von diesem extrem spannenden Match. Semi-Loser Finals von so wollen. An Puls
Die noch wirklich immer mehr. Also wir haben schon genug Teams eliminiert. Das sind quasi die Last, die man noch gesehen werden. Wir haben dann noch Team Slick, New Gamblers und der Gewinner raus. Steht also fest, wenn er verliert, kriegt sich der Platz 4. Und für den anderen geht Journey auf Bühne noch immer weiter. Der Steff. Sion Rocket sich kein Niederlage mehr erlauben. Ja, gut probiert. Ja, fast kann auch nicht treffen. Brede springt doch ganz komisch ran, wollte den Ball natürlich treffen. Da habe ich nicht gemacht. Der Bump geht auch nicht so richtig. So musst du auch schreiten. Hallo, der Breden. Ist der Ball da allein auf sich bouncen. Geht auch kein Druck an. Sein Rocket wird low. Freie Space, do vom Brede gut probiert, aber erst gestoppt gehen. Noch am Mist vom Breden. Enger fast. Und do vom Lemo gut gesehen. 3-0, Lugat natürlich immer mit schwierig für Encore. Oh, das denke ich der Versuch von Sora. Und du vom Sora. Aus dem Nichts. Ich schoss kaum. Was hat vielleicht Zeichen, dass sie noch nicht verloren sind. Breden, ein Shape-Pass. Gut drüber gespielt. Ja, le Lebenszeit auf. So los geht es immer mehr schwierig an. Der Brede probiert und einen Bump. Lemo hat aber gut reagiert und hat gestoppt. Und damit, also drüber. Encore, also eliminiert. Anzahl Rocket kann die Winning Streak beibehalten. Applaus an Respekt und Encore für den 4. Platz. Wir gehen an eine kleine Pause und sind direkt mit dem Match TSK gegen New Gamblers zurück.
So, wir sind im Trick mit dem nächsten Match. Team Slick gegen New Gamblers Black. Sozusagen Winners Final. Also, die beiden Kippen haben noch nicht verloren. Und JT hält sich direkt den nächsten oder hält den. Ja, er kriegt den nächsten Goal gut geschrieben. Und ja, wie gesagt, beide Kippen haben noch nicht verloren. Aber für beide Kippen ist auch noch nicht so dramatisch, wann sie verlieren. Weil darin spielen sie nach direkt im Anschluss Loser Finals. Da können sich dann einfach für die Bühne qualifizieren. So, du bist weit noch für auf den JT. Der Dark Dragon. Das ist schon direkt mehr in Tempo. Mal gucken, ob New Gamblers Black mit dem Tempo mithalten. Oder nicht. Schicke Hall vom JT. Dann zwei Spieler. Tizi war aber noch da. Und da vom Beast Rageschoss gehen. Hat schon kurz nicht abgepasst. War aber Schuss, ja, genau. Wenn man das gesehen, wie selbst Goal. Nee, RPK konnte nicht mehr machen. 2-0. RPK, losing Chance. Siehst du, der Jas für uns spielen. Jas kann aber nicht machen. JT gute Clear. Beast. JT, der kriegt Pass aber nicht umgeholt. Und den Drag probiert. Oh, du schön eng Pass auf den JT. Und JT droppt den Ball an RPK, kann du nicht machen. Tip-top gespielt. Schön in Top Corner ein. Von Overruf geholt. Hallo steht. New Gamblers Black schon 3-0 Hannen. Und wird noch nicht viel gemacht. Gute nach keinen anständigen Angriff. Auf dem blauen Goal. Druck ist einfach zu stark von Team Slick. Ist nach ein Garageschoss. Tip-top. JT auf den Biss gepasst und Tizi könnte nicht drauf. Das ist nicht readable gewesen. Hier wird Backboard. 4-0. Und nächsten Versuch von Team Slick. Gute Play vom Dragon. Und da versucht der Jas durchzukommen. JT.
TZ. TZ. Ganz gefällig, du mit dem RPK zu geschafft. Andreas, scheiß auf den Goal. JT ist aber dafür zu klären. Es geht dann los. Schauen Sie mal nicht, stemmen nicht den Ball nicht gut. Und du, einen schönen Drop. Aber kein do für die Zahl. Oh, los, aber New Gamblers sind noch viel mehr aggressiv. Probieren natürlich alles sei die Fair 0 nach Renker irgendwie zu fixen. Das ist natürlich schwierig. Das bringt die Ballon nur an. Dragon möchte noch eine schöne Fake, ein bisschen auf Zeit spielen. Und der Ball droppt am Ende 0 für Team Slick. Ja, also RPK wird, pardon, New Gamblers Black mussten da viel mehr aggressiv gehen. Also das war nicht gut gespielt, aber extrem stark von Team Slick. Und ich denke mal gesehen nach mehr davon. So, wir sprangen im Trick an dem Match. So, Beast klärt den Ball und den JT. An RPK, Luken, da war Beast. Hast noch da, okay. Gut geklärt. Dragon mit Lode Winkel. Ja, yes, aber könnte man denken, safe. Und TZ hält den Ball auch nicht raus. Loren auf den JT. JT sich Pass. Dragon ist aber zweit nur an den Gang für den richtigen Striker. Das zu markieren. TZ verleiht gegen den JT. JT gut gefaked. Yes. Das war ein Unnäherungsversuch für New Gamblers. An du hast den Winkel. Geht aber nicht dran. Dragon Lohmball. Wertkontrolle zu behalten. Und TZ kann aber lernen, den JT durch. Probiert nur Kontrolle zu kriegen über den Ball. Er begann schon für den Challenge. Und Diaz könnt durch. Oh, da droppt der Ball. Der Ruf, unglücklich. Für New Gamblers. Da der Bump. Und der Dragon fängt den ab. Gut gespielt. Von Team Slick. Einmal unter 0. 3 Minuten sind zu spielen. Man muss irgendwie DW fahren. Mais il va devoir effectuer un reset de bracket pour pouvoir vaincre Stop Reset Please. Pour ceux qui ne sont pas habitués au versus fighting et même au format e-sport en général, So, Team Slick möchte ein bisschen. leader bracket, c'est-à-dire qu'il n'a perdu aucun set, aucune confrontation de tout le tournoi, alors que Jean Kempo a déjà perdu une confrontation. C'est-à-dire qu'il vient du loser bracket du tournoi perdant. C'est-à-dire que pour gagner cette finale, il devra battre 2 fois Stop Reset Please, mais 2 fois 2 sets, enfin 3 fois 2 sets. C'est-à-dire qu'il devra gagner 6 matchs en tout pour vaincre Stop Reset Please. Beast Lohmball. Auf Backpost Dragon probiert da ranzukommen. Das ist aber nicht durchgegangen. Beast denkt auch mal den Schuss. Was geklärt geht zwischen Diaz und TZ. Und TZ probiert das, kann aber nicht lunchen JT, ganz knapp. Also definitiv ein besseres Spiel von New Gamblers Black Eye, wie das
das ich spiel wo der dünner an der schon glücklich was du genau geschieht das wie schon nicht das einfach gebackflippt und ja wir hatten du überhaupt in der Luft war kacke so und wahrscheinlich mal mehr einen schnelle Ball geraschend und nicht mit dem lösen über die Bude rollen was schlussendlich stark gefeckt wird 2-0. Et c'est parti pour cette grande finale. On a le droit de la part de Stop Reset Quiz un C21. C21 un personnage qu'on aime beaucoup, pour le carré design d'une part, pour son originalité d'autre part, et bien sûr parce qu'on voit rarement en tout cas. Yes. Mit einem Dribbel. Probiert dort Kontrolle zu gewinnen. Und packt es so gut durchzukommen. Das sind 2-1. Die Gamblers Black sind noch nicht geschlagen. Man ist schön mit der Pass. Einmal auch im Gut. 1,5 Minuten zu spielen. Und Marun. Oh, lo, den RPK ein bisschen geblockt gehen. Bis zum Ball. Gewinnt auch kein den Tizi do. Und JT mit seinem Redirect. Dragon. Tascht rund. JT hilft ihm. Aber Tizi konnte klären. Oh, Diaz. Weh. Stoppt den Ball an. Oh, Porto. Also ein Glück für New Gamblers Black. Und sie noch ein Schuss. Nein, ein Schuss. Der bis aber gut gerichtet. Hallo, den Dragon. Du Ball frei Bohnen. Und du geht er noch ran. 3-1. Und du machst. Geht für New Gamblers Black mit schwierig an der Winners zu bleiben. Ja, le lift der Countdown down. Und ich meine, du mal das Teams League an der Final. Ich bin als nächste Bühnen Attendee von und wir sind gleich länger Post-Trick, wo New Gamblers Black dann gegen sein Rocket spielt.
fair schon nicht weil lang warten zu los bis das Spieler im Brett sind gucke mal loenke iwwer de Bracket vom Dach letzte Match steht un New Gamblers Spieler gegen sein Rocket Look gleich und mir hat ein ganz solid Spiel also wirklich interessant Matcher ganz spannend dazu gut besonders an die Loser Rounds wo ein alles gegangen hast du wollt kein Equipe so richtig verleieren Team Slick Aslo registriert für Bühnen die spielen haut der May an mir hun lo nach eng Loser Rounds Fair also Loser Finals sozusagen wenn du gewinnt könnt natürlich Rob an de Fair singen an spiele noch nur op der Bühne Zengauer op der LGX für gucke willkommen Russland kommen an Sign Rocket oder New Gamblers Black und immer nach Chance auf den dritten Platz an ja du filtert es schon raus also ich denke dass New Gamblers Black definitiv der Favorit an dem Match den du könnt sehen letzte vom Dach Sein Rocket wird ja gewesen dass den Druckstand Schmenge guckt das war Ugang mit Gravity war die Tine ganz schwer gemacht holen sie konnten sich aber durchschlagen und du gesehen Klaas und Gras ist Niedergang obwohl Klaas und Gras nicht so schlecht gespielt hat gegen Team Slick kein Schuss gehabt aber ja war trotzdem ganz spannend sind ein ganz zurückkommen und auch gegen Encore wollte Encore nicht so richtig abgehen Sign Rocket war aber du einfach dominant ja und Look ist immer Sign Rocket gegen New Gamblers Back man musste gucken wen mit Nerven für du durchzukommen das ist natürlich auch im Best of 3 hat final nur als Best of 5 also und am Worst Case spielt man auch noch ein Bracket Reset hecht wann den Loser sollten nur den Winner gewonnen da geht es direkt nach ein Best of 5 an dem entschied dann wen endgültig gewöhnt weil Team Slick dafür natürlich auch an einem Double Elimination System Match verlieren all Team hat halt wie gesagt 2 Leben an ja also entweder 2 Matches oder 1 ich habe gerade gesagt dass wir 5 Minuten Start klar sind alles aus 4 berät Spieler loggen sich noch an spielen ein paar Runde so warm und dann sprang mal direkt an den letzten Match vom Dach. Wir sind gut am Timing, obwohl wir Top-Pannen hatten. Und ich denke, wir hatten auch ganz gute Rocket League gesehen. Und wie gesagt, wirklich klasse Matches. Wen das alles nicht nur will gucken, alles aus dem YouTube gespeichert. Wie gesagt, die Matches, die ich rausheben kann, war zum Beispiel Bargate, Klaas und Gras. Ein bisschen den Upset, weil Bar eigentlich gewonnen hat an der Finale von der Qualifikation gegen Klaas und Gras als du aber dann niedergegangen und ja dann haben wir nach dem Match wie schon so Sign Rocket gegen Gravity Rush den definitiv männlichen Top-Match vom Moment wo mehr spannend als mänglisch näheren Seppes geschieht auch Dachschläfer ja der hatte noch gegen Bar ein paar gut Comebacks. Und ja, für den Rest waren doch ganz solide Matches. Sind zwar alle gut 2-0 ausgegangen, also da war immer ein Team ein bisschen mehr dominant. Aber gerade die Matches, die auf 2-1 ausgegangen sind die Matches, die aber da wird es in ein ganze gucken. Da war wirklich hauteng zugegangen. Und ja. Das war es. Wir sprangen nur gleich zurück. Ich gehe kurz an Pause. Und da sind wir mit dem Match New Gamblers Black gegen Sun Rocket zurück. Bis gleich.
Wir sind zurück mit dem letzten Match vom Tag. Ja, wenn Heilo gewinnt, ist man in der Finale dabei. Der Verlierer kann sich immerhin als Platz 3 krönen. Ich gesehen, die Spieler sind alle gejoint, Logo ist spannend. New Gamblers, jetzt ein Rocket, 2 französische Kippen. Und eng mehr stark wie die anderen. Kampf den letzten Spot auf der Bühne. Très très solide sur ses trois personnages. Le C16 qui était en vue lors de la loser finale, notamment contre NWA. Là, c'est clairement le Vegeta qui fait le café. Le Vegeta qui. Geht schon direkt um Teasing. Qui, je sais pas si on peut parler de Nate. Lord Mengen auf den Dominus gewechselt. Car c'est bien des combos de 3 joueurs, mais en tout cas, le Vegeta. Wird wahrscheinlich Stummat. Ein bisschen mehr Kraft rauszukriegen. Im Octane. Son assist excellente. Et c'est pas terminé, c'est pas terminé. Liz, Lemo ist zum Ball. Liz geht ein bisschen ausgespielt von eigenem Mate. Yes. Silla, on a une remontada. Je vous jure que je vais à Fighter 7. Et sérieusement. Faut rien lâcher, on veut du spectacle élan. La petite boule de ki. Et c'est un reset de braquette. On applaudit bien pour le reset de braquette. Pour Joachim Pau. Il a veut sa pizza. Ja, Manchester hat ein bisschen ausgeklacht. Easy low am Schuss. Das aber gut gesaved. Da bei der Liste drüber low. C'est parti pour cette grande finale. C'est parti pour cette grande finale. La grande finale décisive. Là, cette fois-ci, pour notre ami, Stop Reset Please, il n'y a plus de joker. Le joker est cramé maintenant. Ils sont à jeu égal. C'est maintenant ou jamais pour les deux joueurs. So, okay, wir sind zurück. Ich hatte kurz ein bisschen nachschlagen. Und ich muss noch kurz auf den anderen Bildschirm wechseln. Et Joachim Pau, solide, très très solide Joachim Pau, et qui commence magnifiquement bien son deuxième set face à Stop Reset Please, en claquant imperfect. Aber wir sehen halt den nächsten Goal von New Gamblers. Vom Jas, Chef von der Pass vom TZ, also Dominus scheint sich bezahlt zu machen. Et s'il était effleuré là, pour le C16, il en faut plus. Il en faut plus au petit. Le petit overhead qui passe bien. Incroyable, un level vraiment incroyable de la part de Joachim Pau, qui est monté sans cesse en puissance tout au long du tournoi. Et même face à un joueur vraiment excellent comme son Reset Please. Il ne lâche pas. Un petit point de vie. Oh là 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 là, on sauve son petit Bardock là. Et on a enlevé la C21 hein, pour ceux qui ont l'œil fin, on a enlevé la C21 d'effectif de côté de ce Reset Please pour la switcher avec Bardock, qui fait partie des top tiers. Et le deuxième perso qui tombe, et on part sur un casse perfect pour l'instant dans cette première manche après ce reset. C'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal ce qui est en train de se passer. Et là, on commence à se réveiller petit à petit. So, also ganz knappe Matcherei. La fierté de Stop Reset qui parle là. PK. Et le read
Et le baron qui passe bien. Teasy. Le combo qui cancel. Le combo. Da könnte Versuch von Silent Rocket. Petit Sparky qui So, met bien. RPK. On va faire max de dégâts là. Bon Ball. Le combo qui est bien exécuté. Le Sparky voilà, va Gute Save von Toby Delis. perso bien sûr du côté de Jean Kempo. Et là on est serein, on est serein. On est plus sur du 20% de vie, encore quelques coups. Et Und du könnt Teasy. Matzing Dominus. Shea weit nur 4. sera dans la poche. Et lui enchaîner Bismuth. 4 victoires de suite face à la Stop Reset Please. Et c'est terminé. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mes amis. On va faire tomber un perso. Weiter Long Clear vom Teasy. Ob Toby Delis fängt den auf. Ja, sie an die letzte Sekunde laufen. Et ça passe. Und es scheint so wie war New Gamblers Black. Die erste Runde zu holen wir noch einmal einen 2-0 aufschließen. Also Silent Rocket wird Extrêmement compliqué. C'est terminé. keine Chance gehabt bislang. 1-0. 1-0 pour Jean Kempo. Er musste nur natürlich 2 nicht gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr großartiges geschieht. Bis das Kickoff Langers aus der Counter schon auf 0 und dann aus der letzte Goal auch nicht mehr wert. An New Gamblers Black holen sich den nächsten Win. Ja, also ganz ausgeglichenes Match. Silent Rocket nicht mehr so aggressiv wie gegen andere Teams. New Gamblers Black möchte ihnen halt wirklich Leben schwer. War muss ich so ein schönes Spiel zwischen Teasy und RPK. On a encore une fois très bien entamé hein, ce deuxième round après ce reset de la part de Jean Kempo et Stop Reset qui arrive à comboter là. Voilà, on passe Midlife, le petit Goku GT. Égalité quasi parfaite pour l'instant et très bien exécuté. Le combo qui passe et on fait tomber le Goku GT et on prend l'avantage pour la première fois dans cette finale. Und du hast schon ist, Teasy könnt durch mit der Demo von RPK. Pour la part Ja, der Ball verfehlt, geht sich dann halt der Keeper holen. Er hat natürlich tiptop gespielt. et on lâche rien, on lâche rien. Immer schön Defense nicht holen. Für den Ball so einfach wie möglich ranzukriegen. SP3 de notre ami Bardock. Ja, ein enger fast. Bardock qui était tellement classe hein, dans le téléfilm avec l'histoire des Saiyans. J'ai encore le cœur qui s'est refait un OAV derrière pour faire les Super Saiyan légendaires. J'ai pas compris. Mais bon, ça nous fait une jolie space. Fighter Z, on va pas tricher dessus. Et Jean Kempo hein, qui est pour la première fois en difficulté dans cette finale. Et je pense que le perso va tomber. On l'enchaîne bien. On va lâcher l'aspect 1, l'assist. Ah, da könnt lo der Konter von Silent Rocket. Und direkt nach innen, Lemo zum Ball. Okay, verfehlt. Et ça s'annonce difficile. Ça s'annonce compliqué pour ce deuxième round de cette grande finale après un reset de bracket. Donc en tout, on en est à notre cinquième manche. Stop reset très solide. Ah, schön geklärt vom Toby Delis. Dans ce round. Erst Lohnball. Ah, okay, möchte man Ball direkt nicht. Et je pense que là, Den hält er sich aber. Probiert den wahrscheinlich an mitzukriegen. Packt er zu gut an. RPK Sto kann ihn aber nicht versenken. on va revenir hein, dans cette Angefasst. finale. Reto. Avec un Sparky, tout est possible. On a déjà eu droit à des remontadas phénoménales sur Fighter Z. On a 5 barres de ki, hein. On a 5 barres de ki du côté de Jean Kempo. Ça veut dire qu'on peut faire des dégâts, on peut encore faire très mal. Ah là on a 2 barres de ki qui ont sauté. Et la chance c'est terminée, voilà. Après une bonne exécution, on va lâcher le Final Flash. Et normalement malgré le Sparking, voilà. Ça passe, on égalise dans cette grande finale de Fighter Z pour Stop Reset Please face à Jean Kempo.
Demo vom RPK. Teasy. Donc là, c'est au meilleur des 3 manches. Hein. On finit finalement sur un petit peu. Fast okay Boost gehabt, also nicht wirklich selbst am Ball gemacht. RPK war aber dafür zu unterstützen. Turbulence. Du hast eine Chance. Bait von Sun Rockets in Lowen. Okay, von denen konnte aber sich durchsetzen. Und du könntest Drop. Gut gesaved aber von Sun Rocket. Und Jas probierte den Rum. Die wird backboard. Demo cleared. Und RPK probiert Rum. Nicht geklappt. Also Defense von Sun Rocket ist gerade mehr stabil wie der meiste Match war. Und kaum nicht gesagt, möchte Jas den Ball ran. Schön sich auf 4 berät und dann noch den Winkel ausgenutzt. So wird sich gehört. Extrem stark. Et donc, trop défendre n'est peut-être pas la bonne solution. On est plus agressif depuis 2 rounds et ça se passe beaucoup mieux quand même. Le Borid, le magnifique retour du Vegeta. 2-1 dominant. Ja, okay. New Gamblers probieren ein bisschen mehr ausgefallenen Trigger. Sie sind vielleicht ein bisschen mehr sicher, ich werde das Win. Für Teufel die Liste, der Ball misst. Limo geht aber dazwischen. So, von New Gamblers ist eliminiert geht. Aber du hast ein Goal ab. Und Teasy möchte ihn. 3-1. Schwengen. New Gamblers Black Hole ein bisschen raus, wie sein Rocket tickt. Hatte noch genug Zeit fürs Analysieren. Werden definitiv nur sich auf der Bühne einen Platz holen. So, denn ich sehe gerade, den RPK geht drum, oder der Jaswore, der geht durch den Lemo krallen. Gut, aber nicht. Trotzdem, vielleicht spielt ein bisschen also nicht. Und du hast schon nächsten Open Net an, TC. Jetzt steht bald noch schön fort. Und die 47 Sekunden da. Geht schwer für Sun Rocket. Nicht viel Angriff gesehen, wie das an den anderen Series der Fall war. Also da muss man noch gucken, wie das ausgeht. So, Lotte Bumpy angefasst, komplett aus dem Spiel geholt. Und Jas spielt das und Mauer für den Teasy. Gut offensiv gerade für Baden. RPK Geteil gebammt. Und du laufen die 10 letzten Sekunden. Ich schwinge mir Hund als der zweite Finalist von. Und den Timer lief drauf. Lo, also nicht mehr machbar. New Gamblers Black, 7 Uhr umsonntag auf der LGX. An der Final gained Team Slick. Applaus für New Gamblers Black. Auch Respekt für Sun Rocket. Für den 3. Platz. Oh là 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 là, direct, on a envie de faire du dégât, on envoie l'aspect 3, le final flash. Et direct, on lâche le sparking. Est-ce que c'était une bonne décision de lâcher le sparking maintenant? Incroyablement solide. Il est solide, Jean Kempo. Malgré les assists, malgré l'acharnement de Stop Reset, on n'ouvre pas la garde. Super défense. Check safe für Sun Rocket bei mir noch. So, wir gehen dann in Kurzpause und dann machen wir einen kleinen Aftertalk. Bis gleich.
Ja, denn da ist zum Ende kommen. Wir haben als 2 Gewinner. Ja, am letzten Match wird ja New Gamblers Black gewesen, dass sie gegen Zero Rocket absolut Chance haben. Zero Rocket hatte ich noch gerade am Gespräch. Die haben gesagt, das wäre ihr Echtland, also 3. Platz für die Echtland, auch schon nicht schlecht. Und lo hat sich der Bracket auch heute geupdatet, also wir haben als 2 Finalisten Teams League gegen New Gamblers Black. Denke kurz, da das nur auf der LGX um 10:45 Uhr soll der Match gehen. Andreas, wie gesagt, um 10 Uhr für Visitoren. Und kommt Deutschland, guckt euch die Finale an. Das ist eigentlich schon pur Rocket League hier auf der Mainstage auf der LGX. Und kurz zu den Rules. Wir spielen 2 Brackets, E-Bracket Reset. Heißt, wir können 2 Matches spielen. Soll Team Slick gegen New Gamblers Black den ersten Match verlieren, so spielen wir eine zweite Runde, weil Team Slick dann an ihr Loser Round flieht. Am Fall, wo Team Slick gewinnt, dann also dann steht Team Slick dann ersten an New Gamblers Black gegen zweiten. So, vielmals merci für all die noch geguckt und auch merci und Balois für den grandiosen Stand. Und auch große Merci und alle, die hier mitgeholfen haben, dass das Internet funktioniert, dass das Stream funktioniert, auch den Slina 2 mit seinem Equipment von VGLU und die ganze Zeit mit den Spielern in Kontakt gewesen, für Technik zu wollen, das konnte ich auch streamen. Ich sehe gerade auch die anderen Finals Titulus zu Eingang. Also wirklich mega geil Event und ich hoffe, die konnten einfach mal profitieren, weil wir haben auch nach Cosplay-Contest und tonnenweise Sachen auf der Mainstage. Also kommt Deutschland, das ist der Wert. Nicht nur für Rocket League, sondern auch für allgemein, was Gaming und Popculture zuletzt geht. So, merci für das Gucken und bis morgen.